Ja, meine Lieben, ich begrüße euch zum 112. Vortrag zur Apokalypse. Nach 112 bringt man es nicht mehr gerade raus, offensichtlich. Und es geht los mit dem 8. Wochenspruch. Also er greift das Thema auf, das jetzt schon länger im Schwung ist, die Seele fliegt immer mehr hinaus und kommt immer ein bisschen mehr in die Traumesstimmung hinein, also ein bisschen dumpferes Erleben, aber ein seelenvolles Erleben, das ganz wichtig ist eben auch um das Seelische, das Geistige, was in der Natur wirkt, was um uns herum wirkt, ja vielleicht zunächst einmal mehr zu ahnen, aber das ist ganz wichtig, eben hinauszugehen, auch mit der Seele. Und die Kunst ist halt dann irgendwann einmal überhaupt beides zugleich zu können, sozusagen. Immer hin und her pendeln zu können, so schnell hin und her pendeln zu können, dass man draußen leben kann, sich ganz verbinden kann, aber auch ganz bei sich sein kann immer wieder. So dass man es also wirklich auf die Erde bringt und nicht nur in Träumen schwebt. Aber ich lese es einmal. Es wächst der Sinne Macht im Bunde mit der Götter Schaffen. Sie drückt des Denkens Kraft zu Traumes Dumpfheit mir herab. Wenn göttlich Wesen sich mit meiner Seele einen will, muss menschlich Denken in Traumessein sich still bescheiden. Nun, es ist ja eben gerade so, dass namentlich die imaginative Sphäre hat ja eine gewisse Verwandtschaft mit der Traumesphäre, andererseits auch wieder nicht, weil die Traumesphäre halt sehr stark noch mit sinnlichen Bildern durchzogen ist. Und wenn wir in die wirkliche Imagination hineingehen, wird es noch viel seelenhafter. Also es ist wirklich dieses Ahnen da, aber das kann eben sehr konkret auch werden, dieses Ahnen. So dass man also sich in ganz bestimmten Seelenqualitäten, in Seelenstimmungen doch sehr sicher und eben auch mit einer gewissen Wachheit dann bewegen kann. Dann ist man in der Imagination drinnen. Und dann sie zu ergreifen mit dem wachen Denken, dann kommen wir dem nahe, was heute Geisteswissenschaft bedeutet. Also zu verbinden dieses seelische Wahrnehmen mit der Klarheit des Geistigen, das dann also wirklich die Grundstrukturen, die Zusammenhänge vor allem dieser seelischen Erlebnisse uns vor Augen stellt. Nicht wahr? Das gedankliche Element, wenn man so will, oder das geistige Element lebt in dem, wie diese ganzen seelischen Erlebnisse innerlich miteinander zusammenhängen. Weil man kann wunderbar Stimmungen erleben, von einer in die andere gleiten und auch keine Ahnung haben, was soll das eigentlich. Man spürt es halt, man erlebt es halt irgendwie, aber man sieht die Zusammenhänge noch nicht. Man fängt dann vielleicht an zu spekulieren, auszudeuten, so wie es oft in der Traumdeutung passiert. Da passiert meistens sehr viel Unsinn dabei, weil dann erklärt wird, was bedeutet diese Erscheinung, die ich gesehen habe. Und diese Erscheinung ist vielleicht nur in ein sinnliches Bild umgesetzte Darmstörung oder irgendwas. Also das heißt, das Bild an sich bedeutet im Grunde gar nichts, sondern es bedeutet etwas, die Stimmung, die damit verbunden ist, die hat eine sehr große Aussage. Wenn ich das Bild zum Beispiel mit einer bestimmten seelischen Anspannung, mit einer Angst vielleicht sogar verbinde, ist das eben etwas anderes, als wenn mich das seelisch erhebt, durchleuchtet im jetzt übertragenen Sinne. Dann bedeutet das ganz was anderes. Also man müsste eigentlich schauen auf den Rhythmus, auf die Art, wie sich die Stimmungen ändern, ineinander verwandeln. Dann bekomme ich auch bei der Traumeswelt erst wirklich heraus, was bedeutet das. Dann wird es erst zu sinnvollen Bildern. Und die nächste Schwierigkeit ist dann, das wisst ihr ja auch schon, eben wie übersetze ich das in Sprache, wenn ich das anderen Menschen mitteilen will. Weil da muss ich es jetzt in die Worte kleiden, die wir zur Verfügung haben. Und die Worte, die wir zur Verfügung haben, sind im Großen und Ganzen hauptsächlich der Sinneswelt entnommen.
Und das heißt, ich muss etwas in sinnliche Bilder kleiden, was eigentlich nicht sinnlichen Charakter hat. Das eigentlich Seelische, vor allem das tiefere Seelische, hat eben diesen sinnlichen Charakter nicht mehr, streift ihn ab. Und diese Hülle, dieser Schatten, dieser Nebel, der sich darüber legt, den muss man eigentlich erst durchdringen, dann kommt man zum Eigentlichen. Und ich sage das also ganz besonders auch als Vorbereitung jetzt auf die Schilderungen, mit denen wir uns heute beschäftigen werden. Ich habe euch ja versprochen, schon seit langem, dass wir uns eben mit Dante beschäftigen, mit dieser in meinem Sinn Schlüsselszene der ganzen göttlichen Komödie. Und er muss natürlich das auch in sinnliche Bilder, in irdische Begriffe kleiden in irgendeiner Form. Und das kann immer auch missverstanden werden. Also es kommt immer eben auch darauf an, dass man auch dort, wo man ganz klare Begriffe hört, aber mitfühlt, mitahnt, was seelisch eigentlich dahinter steckt, hinter dem Ganzen. Und die Aufgabe des Sprechenden ist dann vor allem eben auch die Zusammenhänge aber deutlich zu machen zwischen den verschiedenen Bereichen, die da auftreten. Also da Brücken zu schlagen, das eine mit dem anderen zu verbinden, weil man es eben so erleben kann in der Imagination, wenn schon ein bisschen Inspiration dabei ist. Die Inspiration klärt eigentlich die Zusammenhänge. Das ist die Sprache der Inspiration, dass sie diese Zusammenhänge klärt. Und das ist sehr gut eben auch jetzt in diesem Wochenspruch drinnen. Also wir müssen dieses Ahnen, dieses rein seelische Erleben zusammenbringen, aber letztlich auch mit dem menschlichen Denken, mit unserem ganz wachen, bewussten Denken. Ich lese daher noch einmal den 8. Wochenspruch. Es wächst der Sinne Macht im Bunde mit der Götter schaffen. Sie drückt des Denkens Kraft zu Traumes Dumpfheit mir herab. Wenn göttlich Wesen sich meiner Seele einen will, muss menschlich Denken im Traumessein sich still bescheiden. Und wenn ich vorhin sagte, wir müssen aber dann trotzdem doch auch wieder in einer gewissen Wachheit zu uns selbst kommen, so ist aber ganz wichtig, dass dieses Denken, das jetzt dann wieder aufleuchtet, dass das entsteht aus dem Bewusstwerden der Zusammenhänge, die man in diesem Ahnen eben zuerst einmal nur gefühlt hat, aber die man jetzt zum klaren Bewusstsein sich bringt und ganz ausschließt aber das Eigendenken. Also sozusagen, ah ja, warte, da habe ich bei Steiner gelesen, das ist so und so. Dann ist eigentlich die Inspiration mit Sicherheit in dem Moment schon weg. Ich darf nicht zurückgreifen auf etwas, was ich schon einmal gedacht habe, sondern ich muss es aktuell denken und dieses Denken aber entnehmen diesem Strom des Ahnens, des seelischen Ahnens, der eben immer mehr gedankenklar in seinem Zusammenhang wird, wenn ich wieder zu mir selbst komme. Aber ich muss das Eigendenken, das Gescheitsein sozusagen, das muss ich dabei schweigen lassen. Das bezeichnet Rudolf Steiner gelegentlich auch als das Opfer des Intellekts, das wir bringen müssen. Also wir können Intellekt ja sehr stark entwickelt haben, sollen wir durchaus auch. Also habe ich oft schon gesagt, es ist nicht der am besten vorbereitet für diese Inspiration oder so, er sagt, ah, ja, ich bin dumm, ich Intellekt, na keine Ahnung. Wenn es heißt, das Opfer des Intellekts, dann ist es auch gut, wenn man etwas hat, was man zu opfern, was man als Opfer bringen kann. Also je kleiner das ist, desto weniger ist das. Es geht einfach darum, dass man das wirklich, die Eigensinnigkeit, die man in sich trägt, einmal beiseite legt und sich eben inspirieren lässt durch das, was man zuerst in der Imagination geahnt hat und das sprechen zu lassen durch die Bilder. Also das ist es, was drinnen wichtig ist und eben, wie gesagt, alles äußere Bild ist nur eine Krücke, um es überhaupt vermitteln zu können, um es überhaupt aussprechen zu können oder auch um es
als Bild vielleicht wirklich zu malen, irgendwo als Maler zum Beispiel, oder wenn man es in einem Film von mir aus inszenieren wollte oder auch auf der Bühne inszenieren wollte, dann muss man es zwangsläufig mit sinnlichen Mitteln darstellen. Aber die darf man eben nicht verwechseln mit dem eigentlichen Wahrnehmen. Und das ist eben auch immer zu berücksichtigen, wenn jetzt großartige Engelerscheinungen oder sonstiges ist, dann ist es schon bis zu einem gewissen Grad eine Übersetzung in ein traumartiges, aber zugleich sinnesartiges Bild. Also wenn es so ganz klar ist, wie eine Gestalt, die man auch vor Augen sehen könnte, mit Augen sehen könnte, nur dass halt Flügeln hat oder sowas, dann weiß man, es hat sich schon im Erleben gekleidet in ein sinnliches Bild. Und dieses sinnliche Bild als solches alleine sagt noch sehr wenig. Es ist höchstens die Andeutung, aha, da kommt was. Aber dann muss ich diese Hülle durchdringen. Also um das geht's. Darum geht es also ganz stark jetzt auch bei diesen Bildern, die in der göttlichen Komödie drinnen sind. Auch das Erleben, das Dante hatte, ist so in einem Übergang drinnen. Man muss sehen, dass er in einer ganz starken Übergangszeit steht. Er steht ja also im 14. Jahrhundert drinnen oder gar an der Schwelle vom 13. ins 14. Jahrhundert. Also seine göttliche Komödie fängt da an. Mit kleinen Vorarbeiten gab es schon vorher, aber 1307 ungefähr. 1307 ist ein sehr interessantes Jahr, das nämlich auch intensiv mit Dante zusammenhängt, aber zusammenhängt auch ganz stark mit dem Untergang des Templerordens. Also im September war es, glaube ich merke mir es nie, September oder November, jedenfalls war es ein Freitag. An einem Freitag wurden auf Befehl des französischen Königs Philipp der Schöne, wurden auf einen Schlag im ganzen französischen Reich, wurden die Templer verhaftet. Und das wurde von langer Hand vorbereitet, es wurde schon einen Monat vorher, wurden also an alle Stellen im Land versiegelte Briefe ausgesendet mit der Aufgabe, sie zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt zu öffnen und dann sofort zu handeln nach den dort geschriebenen Befehlen. Und so ist es ihnen gelungen, doch einen Großteil der Templer mit einem Schlag zu verhaften. Also eine ganz geniale Aktion, könnte man sagen, eine sehr stark arimanisch inspirierte Aktion, schon wirklich so ein bisschen ein Ansatz wie zum heutigen Überwachungsstaat oder sonst was, wie auch immer zu den heutigen Überwachungsmitteln, den Mitteln, also gleichzeitig zumindest in dem Fall ein ganzes Land synchron etwas zu bewirken. Und das ist ein ganz, ganz starker arimanischer Impuls, der dahinter steckt. Also schon alleine dieses Menschen mit einem Schlag dazu zu bringen, eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen, die nicht aus ihnen selber kommt, sondern die ihnen eben befohlen wird. Also wo so etwas der Fall ist, mit welchen Mitteln auch immer, ist es etwas Arimanisches, etwas ganz stark Arimanisches. Und Nebensatz dazu, was ist das beste Heilmittel, mit dem Ariman fertig zu werden? Selbst den Intellekt sehr stark entwickelt zu haben, aber dann das, was man damit erkennen kann, mit der Kraft, die man damit entwickelt hat, ins Geistige zu gehen. Dann ist man ihm überlegen. Dann ist man ihm überlegen. Und dort kann er nicht mit, weil überall dort, wo was spontan Schöpferisches, das heißt etwas wirklich Geistiges hereinkommt. Denn wirklich Geistiges ist immer schöpferisch, und zwar jetzt und hier in dem Moment. Zeitlos und in diesem Sinne auch der Ewigkeit oder dem Augenblick angehörig. In dem Fall fällt das zusammen. Es passiert hier und jetzt und ist aber ein Impuls für die Ewigkeit, weil es aufgenommen wird in die geistige Welt. Wenn ein schöpferischer neuer Impuls hineinkommt, dann ist es etwas, was die geistige Welt bereichert. Und wir haben in den letzten Vorträgen schon darüber gesprochen, dass wir als Menschen in dem Zeitalter drin stehen, wo wir eigentlich
schon die Aufgabe, die Möglichkeit und die Fähigkeit, zumindest ein bisschen haben, die geistige Welt um Impulse zu bereichern. Nicht wahr? Wir sind jetzt die geistigen Wesen, die eigentlich die neuen Impulse in die Welt hineintragen und die geistige Welt wartet darauf. Und eben genau mit diesen Impulsen, wenn wir sie haben, aber wenn wir sie mit der verstandesmäßigen, sage ich mal geradezu intellektuellen Klarheit, die Ahriman durchaus hat, auch formulieren können, dann können wir ihm Parole bieten. Dann ist das Schwert, das ihm entgegensteht. Ja, ich kann es ja kurz sogar vorlesen. Heute wird eine große Vorlesestunde sein. Aus dem zweiten Mysteriendrama, da gibt es eine wunderbare Szene drinnen. Es war vorher in der Mitte des Stückes, gibt es eine Rückschau ins Mittelalter, etwa in die Zeit des Untergangs des Templerordens. Das spielt also, das ist der dramatische Höhepunkt. Man erlebt also, wie die handelnden Personen des Mysteriendramas eben in einer früheren Inkarnation zueinander gestanden sind. Einerseits kirchentreue Menschen, andererseits Menschen, die diesem Ritterorden, er ist nicht direkt Templerorden genannt, aber Ritterorden ist er genannt, die andere Ziele haben, aber eigentlich beide zusammen in Wahrheit nur das geistige Ziel für die Zukunft entwickeln könnten. Weil also diese geistliche Strömung, geistig-geistliche Strömung ist die also ganz in den Höhenwelten leben will und dort also sucht ihre Erkenntnisse und ihre ganzen Impulse heraus, aber im Grunde unfähig noch wirklich ist, unten die Welt zu ordnen. Und andererseits diese Ritter, diese Tempelritter, wenn man so will, die sehr stark die Fähigkeit haben, geistige Impulse hereinzuholen und mitten im praktischen Alltagsleben nutzbar zu machen. Und die Templer waren ja zum Beispiel auch im Grunde die ersten, die ein geistgemäßes Finanzsystem, ein Geldsystem eigentlich aufgebaut haben und die ein System aufgebaut haben, wo man Wechsel in den fernsten Ländern einlösen konnte, eben als wenn man als Pilger zum Beispiel fährt ins Heilige Land oder so, kann man dort problemlos einen Wechsel einlösen. Und die Templer verfügten halt eben auch über viele Schätze, weil sie ja eben auch Bergwerke betrieben haben, wo Bodenschätze, namentlich Gold auch gewonnen wurde, was vorher kein Mensch gewusst hat, dass es dort das gibt. Sie waren eben weise genug oder wissend genug auch für das Verständnis der Naturwelt, der physischen Welt unten. Wo finde ich diese Dinge? Wie kann ich sie heben und so weiter? Da waren sie eben den anderen voraus und es entstand aber natürlich eine unheimliche Gier nach diesem Gold von anderer Seite. Einerseits von Seite der Kirche natürlich und andererseits auch von Seiten ganz besonders des französischen Königs. Man könnte sagen, er war ein arimanischer Eingeweihter des Goldes. Und Gold hat einerseits eine luziferische Seite, aber auch eine ganz starke arimanische Seite. Also Gold ist so ein Zwitterwesen. Es hat einerseits dieses Glänzende eben, was drinnen ist, das ist das deutlich Luziferische und ich erfreue mich an dem ganzen Prunk und dem Strahlenden, was damit verbunden ist und mit dem hat die Kirche ja bekanntlich sehr, sehr viel gearbeitet und hat auch Wirkung erzeugt damit. Aber es hat einen, sagen wir mal, einen kräftigen Hauch von etwas Luziferischem drinnen. Es ist eigentlich etwas, was aus alten vorchristlichen Zeiten übernommen ist und was durchaus notwendig war, es weiterzunehmen, um die Menschen halt mit diesem Glanz, mit diesem Licht, das aber eigentlich eben jetzt bereits ein sinnliches Licht ist, nicht wahr? Der Goldesglanz ist ein sinnliches Licht, das ist die äußere Sonne, die sich am äußeren Gold widerspiegelt, aber es fasziniert halt die Leute und es beeindruckt sie und es ist ein Mittel, halt die Menschen dazu zu bringen, dort dabei zu sein. Nur im Mönchsgewand und im härenen Gewand vor den Menschen zu stehen, hat vielleicht manche angesprochen, aber die breite Masse halt nicht so sehr. Die
die waren eher beeindruckt von dem Prunk, der damit verbunden ist. Also das ist nicht grundsätzlich was Schlechtes, aber es steht an der Kippe natürlich irgendwo. Und, und es wäre die zeitgemäße Entwicklung wegzukommen, schlichter zu werden eigentlich, aber halt Schritt für Schritt. Und, statt dem sinnlichen Glanz die Menschen in einem klaren Denken auch anzusprechen, sodass sie nachvollziehen können, was da passiert und nicht ein großes Hokuspokus, was glänzt und leuchtet, wo ich eben gerade mehr in diese Traumesstimmung komme, aber nicht zu mir selbst komme. Und, solche Schritte hat natürlich, sind dann passiert ja auch relativ bald danach durch die Reformation, also dort, wo es ins Evangelische hineingeht, dann ist viel mehr Gedankenklarheit, Nüchternheit hineingekommen, Prunk ist mehr zurückgetreten, wieder die Gefahr, dass es dann natürlich auf der anderen Seite im rein äußeren Verstandesmäßigen stecken bleibt. Also das ist immer das Problem. Und wenn man jetzt so vergleicht, katholische Kirche, evangelische Kirche, dann sieht man, oder gar wenn man geht, noch stärker, wenn man in die Ostkirche hinübergeht, da ist das luziferische Element noch mehr betont. Das hat dort das Übergewicht und der Ariman ist ein bisschen schwächer, deutlich schwächer da. In der katholischen Kirche kann man sagen, die sind kräftig, die haben beide da. Und ob sie wirklich im richtigen Gleichgewicht sind, ist auch immer noch eine Frage. Aber eigentlich dort ist es sowohl, es zieht stark der Luzifer, es zieht stark der Ariman. Und die Kunst wäre, dass das menschliche Ich in seiner Freiheit in der Mitte steht und jeder Priester, der es tut, aber letztlich auch die ganze Gemeinde in sich zum individuellen Ausgleich bringt. Das wäre das Gute, aber wenn das Ich noch nicht erwacht ist, ist immer die Gefahr, dass die Widersacher ziehen. Die Gefahr ist also, dass beide ziehen und damit am schädlichsten wirken ist geradezu in der katholischen Kirche einfach am größten. Das ist ihr Schicksal, das sie mitträgt. Und sie steht so irgendwo zwischen Ost und West, genau in der Mitte und weiß nie so recht, wo es dazugehört, so ganz. Ja, aber das ist ein bisschen Abschweifung. Ich wollte euch vorlesen eben aus diesem zweiten Mysteriendrama die Stelle, wo Maria, eine der Hauptprotagonisten dieses Mysteriendramas, die im Mittelalter als Mönch inkarniert war, also ganz auf dieser kirchlich-christlichen Ebene, aber sehr spirituell unterwegs war und daher aber jetzt auf der anderen Seite aber auch diesen Intellekt entwickelt hat, der gerade in der Scholastik entwickelt wurde, also in der hochmittelalterlichen Scholastik. Dieses ganz klare Denken. Das war ein wichtiges Heilmittel eigentlich, das im Katholischen es eben nicht zu sehr ins Luziferische davonzieht, sondern dass diese Gedankenklarheit hereinkommt, die aber eben jetzt nicht arimanisch ist, sondern die schon mit einem starken Ich-Bewusstsein verbunden ist, wo man sich ganz deutlich bewusst wird, ja, es kommt aber darauf an, dass ich ganz mit meiner Individualität drinnen stecke in dem Denken. Und ich muss es sozusagen vor meinem Ich verantworten können. Und während interessanterweise die arabischen Denker und gerade in der Scholastik, in der Zeit der Scholastik, Hochmittelalter, fand die große intellektuelle Auseinandersetzung statt zwischen Islam, den islamischen Denkern, die hochgebildet waren, hochintelligent waren, die aber auch bereits eine Naturwissenschaft, eine Medizin hatten, die schon ein deutlicher Vorgriff auf unser Zeitalter war, was in Europa noch in den ersten Anfängen in Wahrheit war. Und im Grunde war das der Ansporn für die christlichen Denker, die eigentlich zuerst noch halt Mönche waren, die sehr fromm und hingebungsvoll waren, ganz im Gefühl, in einer Art Gefühlsmystik drinnen waren, aber diese Wachheit noch sehr wenig hatten. Und das hat die Scholastik gebracht, in einer meisterlichen Art. Also selbst heute noch, wenn man liest die Schriften von Thomas von Aquin, der
der das wirklich zum Gipfelpunkt gebracht hat, und nicht umsonst wurde dann viel, viel später, nämlich im 19. Jahrhundert, also die Lehre des Thomas von Aquin als die Grundlehre eigentlich der Kirche bestätigt. Gar nicht zu seiner Zeit, sondern erst viel, viel später ist man dann drauf gekommen, welcher Wert da drinnen eigentlich liegt, obwohl da schon die Zeit natürlich ist, noch einen Schritt weiter zu gehen. Also es hinkt schon wieder ein bisschen hinten nach, aber die Kirche hat so lange gebraucht, also doch 5, 6 Jahrhunderte im Grunde gebraucht, 7 Jahrhunderte gebraucht, gut, um darauf zu kommen, welcher Wert da drinnen liegt, dass das sozusagen die Grundfeste eigentlich der Kirche ist, die sie braucht. Und dass das die Kraft ist, die man hinopfern muss dann, wenn man heute Geisteswissenschaft betreiben muss. Aber diese Schriften von Thomas von Aquin sind wirklich genial. Genial, mit welcher Folgerichtigkeit, mit welcher Klarheit er die Gedanken verfolgt und abwägt, die ganze überlieferte Offenbarung, die eben durch die Bibel hereinkommt, die hereinkommt dann durch die ersten Kirchenschriftsteller, und alles das wird studiert und abgewogen, und dann wird abgewogen, was spricht dafür, was spricht dagegen, und dann die dritte, wichtigste Stufe: ich aber sage. Das heißt, ich fälle das Urteil darüber, jetzt in welches Gleichgewicht das zu bringen ist. Es ist immer der Schritt, es wird ganz ausgewogen Pro- und Kontrastimmen gehört, und zwar in einem umfassenden Sinne gehört und besprochen, und dann ist die Individualität des Kirchenlehrers, der dasteht und der sagt, ich aber sage. Und bringt es damit also zum Ich-Bewusstsein irgendwo. Aber ohne noch selbst wirklich geistig erlebend zu sein, bewusst geistig erlebend zu sein. Und gerade Thomas von Aquin war ja der dann kurz vor seinem Tod, wenige Monate vor seinem Tod, an einem Nikolaustag, als er eben meditiert hat, eben in Kreuzesform vorm Altar gelegen ist, meditiert hat, wie das eben noch immer üblich war, und dann kam eine große Schauung über ihn. Und die hat ihm gesagt, mein Auftrag ist erfüllt, das führt nicht mehr in die Zukunft, es muss etwas Neues kommen. Alles, was ich geschrieben habe, ist trockenes Stroh. Ja, es ist trockenes Stroh, aber Stroh kann auch nützlich sein. Also man kann sehr viel lernen daran, aber man muss auch darüber hinausgehen bis zum eigenen Schauen letztlich, bis zum Schauen. Wie auch immer, wenn man mit dem Ahnen anfängt, wenn man schon spürt, in der Natur oder einem anderen Menschen gegenüber zu ahnen beginnt, was seelisch-geistig dahinter ist, oder überhaupt ahnt, dass etwas seelisch-geistiges dahinter ist das schon der erste Anfang. Und das ist schon, wenn eine Naturstimmung zu uns spricht und mich seelisch berührt. Und es nicht nur meine Sentimentalität ist, sondern es eben wirklich, ich nehme die Stimmung in innerer Seelenruhe auf und sie beginnt mir etwas zu erzählen, irgendwie. Das ist natürlich jetzt noch keine große hellsichtige Wahrnehmung oder was, aber es ist der Beginn davon. Und dort sollten wir immer mehr hinkommen. Aber eben hier um zu dieser Szene mit der Maria und dem Ahriman, den sie dann begegnet, wichtig ist, sie hat in Gedankenklarheit eben ihr Seelenwesen geordnet. Und sie hat das Werkzeug zur Verfügung, um den wunden Punkt des Ahriman zu treffen, nämlich dort, wo wirklich etwas Schöpferisches beginnt, eine Umbruchszeit zum Beispiel ist, wo sich etwas ändert, wo ein neuer Impuls hineinkommt. Dort ist der Ahriman blind. Solange er es sozusagen, sagen wir es jetzt sehr irdisch, vorausberechnen kann,
was passieren kann oder wo er zumindest sogar sagen kann, ja, ich kann vorausberechnen, es gibt die Alternative und ich stelle den Hebel, auf welchen Weg es weitergeht, da findet er sich gut zurecht. Aber wenn plötzlich ein neuer Weg auftaucht, der in seinem großen Denkschema nicht drinnen ist, dann ist er hoffnungslos überfordert. Dann ist er hoffnungslos überfordert und dann bekommt er eigentlich Angst. Weil, naja, wie wir Menschen auch Angst dort bekommen, wo wir verunsichert werden, wo wir nicht wissen, wie wird die Zukunft sein, wird es gut gehen, was kann ich tun, werden meine Kräfte reichen dafür. Also dann wird die Angst immer größer. Und daher im Übrigen ein gutes Mittel, nicht, wenn eine unbekannte Zukunft ist, nicht eben mit dem Mittel, mit dem arimanischen Mittel herangehen, mir ausgrübeln, ja, was könnte alles geschehen? Und was könnte mir alles passieren? Man kann schon klar und nüchtern bestimmte Sachen abwägen, aber man muss völlig dann frei halten davon, das Gefühlsleben zum Beispiel. Man kann einmal nüchtern sagen, so könnte es sein, so könnte es sein, so könnte es sein, aber nichts gibt mir jetzt einmal im Verstand Gewissheit, dass das alles eintreten wird. Es kann eines davon eintreten, vielleicht auch keines davon. Ich kann dann gewisse Vorsichtsmaßnahmen treffen, vielleicht für bestimmte Sachen, aber ohne schaurig mich zu fürchten vor allem. Und das ist halt das große Thema der ganzen Verschwörungstheorien. Sie sagen oft Richtiges, und, und, aber sie verbinden damit dieses Angstszenario immer sehr leicht. Zumindest die Leute, die dann darauf hören, um Gottes Willen, also da ist eine Verschwörung in der Welt vorhanden und die wollen das und morgen wird mir das und das passieren und ich muss dieses oder jenes dagegen unternehmen. Damit fährt man voll auf der arimanischen Schiene. Das kann er gut. Das kann er gut. Also, aber die Maria gibt ihm Paroli. Weil also Ariman jetzt, nachdem diese Rückschau in das mittelalterliche Leben vorbei war, kommt sofort der Ariman und sagt als innere Stimme sozusagen der Maria, du, die ganzen Gestalten, die du da erlebt hast, die sind doch so ähnlich wie die Menschen, die du heute kennst. Und das hat sich doch nur dein Verstand ausgedacht, das alles. Das ist alles Phantasterei. Und der Ariman hat er sicher irgendwo mitgekriegt, weiß nicht, hat er es bei Rudolf Steiner gelesen oder weiß ich nicht, dass ja in der Regel die Inkarnationen einander nicht ähnlich sind, sondern dass meistens jede Inkarnation eine gewisse Einseitigkeit darstellt und die nächste dann ganz anders ist. Also dass in der Regel, wenn man als Mann inkarniert war, dann kommt man als Frau, damit man die andere Seite kennenlernt. Und wenn man, weiß ich nicht, ein begabter Musiker war, dann kommt man sicher in der nächsten Inkarnation als ein völlig unmusikalischer Mensch. Weil dann hat man das ausgelebt in der vorigen Inkarnation. Und ja, man kann es vielleicht als Mathematiker umsetzen. Vielleicht hat sich die Kraft verwandelt, weil Mathematik und Musik leben beide mit den Klangätherkräften, mit den Sphärenharmonien, und man kann auf verschiedene Arten damit umgehen. Und ich meine, es gibt auch Mathematiker, die beides sind. Ich meine, zum Beispiel interessant, Albert Einstein war eigentlich fast der bessere Musiker als der bessere Mathematiker. Er war gar nicht so ein großer Mathematiker. Was er aber hatte, ein sehr starkes halb- oder halb unterbewusstes, imaginativ-inspiratives Erleben. Und aus dem hat er seine Formeln im Grunde gesehen, irgendwo. Und sie dann zu beweisen, ist ihm aber unheimlich schwer gefallen. Ist ihm unheimlich schwer gefallen, und da war er eigentlich immer wieder auf Hilfe angewiesen. Also seine erste Frau zum Beispiel war in dem viel begabter als er, und die hat ihm eigentlich immer geholfen dabei. Aber er hat sozusagen den Spürsinn gehabt, wo die physikalische Theorie hingehen muss. Das hat er gehabt, aber wie ich das konkret umsetze,
da hat er eher Schwierigkeiten gehabt, das war nicht so seins. Und er hat auch immer, wenn er seine Inspirationen gesucht hat, hat er halt mit der Geige gespielt. Und so wie er Geige gespielt hat, hat ihm dieses Geigenspiel, er hat nicht vor Publikum kaum gespielt, aber er hat für sich gespielt und da sind ihm die ganzen Inspirationen gekommen. Also ganz interessant, wirkliche Inspirationen. Aber sie haben sich nicht sozusagen in die Fähigkeit der Mathematik so stark verdichtet, äh, dass er das große Rechengenie gewesen wäre. Ich meine, sicher immer noch besser als ein Großteil der Bevölkerung, aber vergleichsweise für die Aufgabe, die er sich gestellt hat, verhältnismäßig wenig. Da gab es andere, die viel begabter waren. Und, und nur seinem Spürsinn ist es im Übrigen zu verdanken, der Beweis der Formeln für seine allgemeine Relativitätstheorie. Der hat gleichzeitig der größte Mathematiker Deutschlands zur damaligen Zeit, der David Hilbert, hat zugleich parallel mit Einstein versucht, diese Ideen, die Einstein aufs Papier gebracht hat, aber ohne es wirklich beweisen zu können, der hat gleichzeitig mit ihm daran gearbeitet. Und der Einstein ist, glaube ich, 2 Tage früher fertig geworden. Aber nur deswegen, weil er immer gespürt hat, warte, da muss ich hin, dort muss ich hin. Er hat immer vor sich gesehen, wo er hin muss. Und das ist die Begabung, zum Beispiel bei einem Physiker, der jetzt auch sehr, sehr abstrakt arbeitet, weil man kann im Kreis herumrechnen Ewigkeiten und man findet die Lösung nicht. Wenn man nicht einen höheren Spürsinn dafür hat, wo geht's hin, dann leitet einem das. Sonst geht man immer wieder Irrwege, die nicht zu einem Ende führen. Weil man kann die Formeln umformen bis zum geht nicht mehr. Und zum Schluss kennt man sie hinten und vorne nicht mehr aus. Und da gehört eben noch mehr dazu, weil die Formeln sind eben in Wahrheit, gerade also in der Physik, nicht bloß abstrakte Gebilde, wenn irgendwas überhaupt dran sein soll, sondern da steckt eine Wahrheit, eine Wesenheit sogar dahinter. Und ein guter Physiker hat eine Inspiration davon und die leitet ihm dann hin zu seinen Formeln. Das ist der Weg, der eigentlich dort ist. Wenn er es nur knochentrocken rechnen würde, er muss schon gut rechnen können, aber das alleine genügt nicht. Dann rechnet er sein ganzes Leben dran herum und kommt aber nicht weiter und scheitert daran. Und Einstein ist dann natürlich auch komplett gescheitert daran, aber da sind bis heute alle gescheitert daran, seine Relativitätstheorie zu verknüpfen mit der Quantentheorie, die dann kurz nach der Relativitätstheorie sich so richtig entfaltet hat. Der erste Impuls war eigentlich schon 1900 da, aber bis die ersten Formeln da waren und das ein bisschen klarer wurde, war es 1925. Da war die Relativitätstheorie schon einige Jahre am Markt sozusagen, schon veröffentlicht. Aber beides zusammenzubringen ist dem Einstein nicht gelungen und ist bis heute noch niemand wirklich gelungen. Und damit haben wir heute 2 Theorien, die einander auf einer gewissen Ebene widersprechen. Und das ist bei den meisten Bereichen, weil die Quantentheorie geht aufs ganz Kleine, aufs ganz Materielle, ganz kleine Innere und die Relativitätstheorie geht auf die kosmischen Weiten. Und solange da nicht eben eine Verbindung gefunden wird, wie Makrokosmos mit Mikrokosmos zusammenhängt und da der Spürsinn entsteht, wie beides zusammenhängt oder dass 2 Seiten desselben sind, aber dass man das halt konkreter formulieren kann, vorher werden wir das nicht haben, einfach. Aber das ist eine ganz typische Aufgabe unserer Zeit und es ist kein Zufall, dass da diese Spaltung da ist in 2 Strömungen, die jede für sich genial sind und beide unheimliche Erkenntnisse geliefert haben, aber in Wahrheit einander, wenn sie zusammenkommen sollen, also das heißt, wenn die kosmische Weite sich mit dem Kleinsten verbinden soll, komplett scheitern im Moment noch. Komplett scheitern. Und damit, also ist so, wir stehen eigentlich heute
fast in einer ähnlichen Situation, wie es am Ende des 19. Jahrhunderts war. Am Ende des 19. Jahrhunderts dachte man, die Physik ist fertig, und dann kam der große Umbruch durch die Quantentheorie und die Relativitätstheorie. Die hat alles durcheinandergewirbelt und hat alles in Frage gestellt und hat alles, was vorher ausschließliche Theorie war, zu einer Teilwahrheit erklärt, sagen wir es einmal so, die man auch mitnehmen kann, aber hinter der Tieferes steht. Und heute haben wir es in einer anderen Weise so, dass man sagt, es ist ganz klar, dass die Physik vor einer großen Revolution steht. Und die Physik, so wie wir sie kennen, wahrscheinlich in den nächsten Jahrzehnten so nicht mehr sein wird. Sondern dass sie ganz, ganz anders werden wird. Dass sie ganz anders werden wird. Und es kündigt sich auch an, das ist auch sehr interessant, dass das ganze Wissenschaftskonzept überhaupt, nämlich das Konzept der strengen Berechenbarkeit, das schon die Quantentheorie halt ins Wackeln gebracht hat, wo man nur mehr mit Wahrscheinlichkeiten, aber nicht mehr mit sicheren Ergebnissen rechnen kann. Aber wo die Berechenbarkeit überhaupt in Frage gestellt wird, und das geht heute von der Biologie aus, dort, wo sie an ihrer Spitze ist. Die Durchschnittsbiologie lebt noch ganz im Sinne berechenbar, alles mechanistisch erklären im Grunde, wie ein Molekül mit dem anderen zusammenwirkt und sich das also sehr materiell vorstellt. Aber führende Biologen, namentlich Entwicklungsbiologen, sehen es schon ganz anders. Sie sehen also, dass da eine kreative Kraft drinnen ist und wo auf jeder Entwicklungshöhe neue Einschläge kommen. Ganz was Neues, was aus den Grundlagen, aus den physikalischen, materialistischen Grundlagen nicht erklärbar ist, sondern wo eine neue Ebene eröffnet wird und wo etwas Neues sich zeigt, das so gesehen nicht vorhersehbar ist, sondern das ja offen ist für Kreativität, für Schöpferisches im Grunde. Und das aber zugleich ohne, dass jetzt irgendwo der große Schöpfergott irgendwo sagt, und ich greife jetzt ein. Und sie haben recht damit, dass sie das zurückweisen. Sie haben ganz recht damit, dass sie das zurückweisen. So funktioniert es eben nicht. Das war eben auch bis ins 20. Jahrhundert hinein, dass doch viele Naturwissenschaftler auch noch dort, wo sie halt mit ihrem Latein am Ende sind, die Hand Gottes gesehen haben, die eingreift. Und so ist es nicht. Es läuft eben gerade heute immer mehr dadurch, was wir an geistigen Impulsen einbringen. Darüber haben wir jetzt schon ein paar Mal gesprochen in den Vorträgen. Die weitere Entwicklung der Erde, des ganzen Kosmos, der damit verbunden ist, geht letztlich vom Menschen aus. Wir sind die, die die Richtung angeben. Wir sind die, durch die die schöpferischen Impulse hineinkommen, in welche Richtung soll es gehen. Also wir haben eine große Verantwortung dafür, für die Welt. Aber da scheitert der Ahriman eben komplett dran, dort wo diese schöpferischen Impulse hineinkommen. Und jetzt lese ich aber wirklich, weil sonst geht noch der heutige Abend vorbei und ich habe es immer noch nicht gelesen. Wir kommen ins 11. Bild des zweiten Dramas, also der Ahriman tritt also auf, beziehungsweise erscheint seelisch, geistig der Maria und erklärt ihr eben zum Schluss am Ende seines Ding, es kann dir kein Zweifel mehr bestehen, dass du nicht Wahrheit, sondern nur den Wahn der eigenen Seele mit dem Geistesauge in graue Vorzeit dir zurückverlegtest. Ganz klar, beweist da also, dass du nur dir ausgesponnen hast, das, was du da erlebt hast. War ja alles so ähnlich wie die Menschen, die jetzt leben. Das kann ja alles nur Hirngespinst sein in Wahrheit. Und Maria sagt dann also ganz trocken drauf, ich schaue dich als aller Täuschung, Vater, doch weiß ich auch, dass du oft Wahrheit sprichst. Und wer verwerfen wollte jeden Rat, den er durch deine Worte kann erhalten, der müsste schwersten Irrtumsopfer werden. Also wir brauchen ihn auch. Nicht wahr? Weil eben erst dadurch,
Nicht Wahn allein verdankt dir die Seele, auch jene Macht entstammt dem Geist des Truges, der Menschen sichere Urteilskraft verleiht. Auch das ist drinnen. Also wir brauchen diese Klarheit im Denken auch drinnen, um eigenständig uns ein Urteil bilden zu können. Und da dürfen wir nicht uns von irgendwelchen Visionen, die mich umgaukeln und sie sagen mir, tu das, sondern ich muss ganz nüchtern, trocken dastehen und sagen, ich entscheide noch immer, wo es lang geht. Und da hilft der Ariman sehr mit. Der macht einmal den Deckel nach oben zu und sagt, ja, jetzt schau, das und das hast du erfahren, aber jetzt denk selber nach. Wie hängt das zusammen? Also diese Kraft gibt er uns auch. Aber zugleich führt er uns in die Irre auch. Also wir müssen aufpassen, immer denkt der Herr Ariman in uns oder denken wir selber. Das ist das Nächste. Wir brauchen seine Kräfte und müssen sie uns in gewisser Weise zu eigen machen, aber dann sind sie eben unsere geworden und dann sind sie schon wieder etwas anderes. Denn er will uns täuschen. Und also was sagt die Maria? Der ganz große, wirklich, das ist ein Wort, also eine Passage aus den Mysteriendramen. Ich werde es euch vorlesen, obwohl unsere Maria neben mir sitzen würde da vorne. Willst das du lesen? Nein, sie will nicht. Gut, dann lese ich es euch. Aber sie sagt ihm ganz klar, wie man mit dem Ariman umgehen kann und warum er Unrecht hat. Es gibt nur ein Gebiet im Geisterland, in dem das Schwert geschmiedet werden kann, vor dessen Anblick du verschwinden musst. Es ist das Reich, in dem die Menschenseelen sich aus Verstandeskräften, wohlgemerkt Verstandeskräfte, unsere menschlichen Verstandeskräfte, so wie wir sie aber auch eben von Ariman mit verliehen bekommen haben, denn der wirkt da durchaus mit. Also es ist das Reich, in dem die Menschenseelen sich aus Verstandeskräften, die nichts sehen geistig, Wissen bilden und dann zur Geistesweisheit umgestalten. Aber dazu müssen wir geistig dann auch was erleben. Oder zumindest ahnen. Ich meine, man kann zum Beispiel durchaus, wenn man sich beschäftigt mit den Schriften Rudolf Steiners oder anderer geistiger Schriften, die auch eine entsprechende Gedankenklarheit eben in der Formulierung haben, das ist wichtig. Es hilft uns wenig dabei, wenn es jetzt eine mystische Schilderung ist, die sich in Bildern ergießt und wenn uns dann die Klarheit des Denkens fehlt, dann werden wir damit nicht weiterkommen. Da lacht der Ariman. Da haben wir kein Werkzeug gegen ihn. Aber wenn wir also uns mit geistigem in Gedankenklarheit beschäftigen, dann schmieden wir an diesem Schwert. Also wenn wir wirklich so klare Schriften studieren und wirklich Schritt für Schritt das gedanklich durchgehen und mit der Zeit lernen, das selber nachvollziehen zu können. Zu sagen, ja, das hat Hand und Fuß. Ich kann es zwar noch nicht selbst wahrnehmen, aber die Zusammenhänge, die mir geschildert werden, stehen in Klarheit vor mir. Und dann bin ich sehr gut vorbereitet, wenn ich selber zu einem Erlebnis komme, das auch einordnen zu können. Und es ist in Wahrheit überhaupt keine Gefahr, dass man dann nämlich aus dieser Gedankenklarheit sich selber jetzt irgendwelche Bilder herausspintisiert. Dazu ist der Verstand dann eigentlich zu nüchtern und zu trocken geradezu. Sondern ich muss warten, bis die Seele spricht, aber ich habe dann bereits ein geistiges Werkzeug dabei, um die Zusammenhänge erkennen zu können, die ich jetzt erlebe. Und sofort erkenne ich wieder, das war ja das, was der Steiner zum Beispiel da geschildert hat. Wie ich es gelesen habe, habe ich vielleicht den Zusammenhang verstanden, aber ich habe es noch nicht erlebt. Ich habe es noch nicht gesehen. Ich habe vielleicht die Bilder, nehme ich mit, die er gebraucht hat, um es zu schildern,
Aber das ist noch ganz anders als das eigene Sehen. Wenn ich selber sehe, komme ich da, um Gottes Willen, das ist ja ganz anders. Ich habe mir das ganz falsch vorgestellt. Ich habe mir es viel zu materiell, viel zu äußerlich, viel zu sinnlich vorgestellt. Das ist mit einem Schlag ist das weg, da ist schon mal der Luzifer weggefegt. Und es steht in Gedankenklarheit der Zusammenhang in dem, was ich seelisch erlebe. Und dann weiß ich sofort, ja klar, das war wichtig. Und ich kann es selbst klar beurteilen, ganz klar beurteilen. Und wenn da eben jetzt wirklich was schöpferisch-geistiges hereinkommt, dann ist aber das genau der Fleck, wo der Avemann geschlagen ist. Ich habe seine Kräfte, aber auf einem Gebiet, das ihm nicht zugänglich ist. Und ich kann es so klar ihm sagen, dass er verschwinden muss, dass er einfach ruhig sein muss. Und Maria sagt es ihm dann ganz deutlich, also es ist das Reich, in dem die Menschenseelen sich aus Verstandeskräften Wissen bilden und dann zur Geistesweisheit umgestalten. Und kann ich mir in diesem Augenblicke richtig das Wahrheitswort zum Schwerte schmieden, so wirst du diesen Ort verlassen müssen. So höre, du, der Vater ist der Täuschung, ob ich vor dir die Siegeswahrheit spreche. Es gibt im Erdenwerden solche Zeiten, in welchen alte Kräfte langsam sterben und sterbend schon die neuen wachsen sehen. Wir stehen jetzt gerade mittendrin in so einer Zeit. Mittendrin in so einer Zeit. Also auch alles, wie man mit dem Geistigen umgeht. Im Grunde so, wie man in früheren Jahrhunderten damit umgegangen ist, ist sterbend. Und alles, was auf dem Ding ist, Nachwirkung alter Zeiten. Und es wacht etwas Neues aus, eben diese geistige Wahrnehmung, die mit der vollen, klaren Bewusstheit des Denkens verbunden ist. Wo beides zusammen da ist, wo ich in der Inspiration und Imagination, also in der Imagination einmal erlebe, aber durch die Inspiration die klaren Überblick über die Zusammenhänge habe. Unmittelbar. Ich schaue sie. Und das ist dann noch eine höhere Stufe, aber die Vorstufe dazu muss eben sein, die Verstandeskräfte ausgebildet zu haben. Wenn ich sie habe, dann sehe ich die Zusammenhänge. Also das, was der Mensch, der nicht sehend ist, vielleicht versucht logisch zu erschließen oder philosophisch zu erwägen, wie könnte es denn sein, was wäre denn richtig? Aber da bin ich eigentlich wie ein Blinder, der jetzt tastend in der Welt herumgeht und versucht, sich jetzt die Zusammenhänge zusammenzureimen. Aber in dem Moment, wo mein geistiges Auge, mein Seelenauge aufgegangen ist, dann sehe ich die Welt und ich sehe zugleich die Zusammenhänge. Und ich kann sofort denken, was sie bedeuten. Aber dazu muss ich eben den Intellekt auch ausgebildet haben. Also es ist ganz gut, wenn man auch rechnen kann und sich damit herumquälen kann. Es muss gar nicht höhere Mathematik sein. Aber so die Grunddinge, ein bisschen logisch denken können, ordentlich, geordnet denken können. Das ist ganz wichtig. Das kann man eben in der Scholastik so gut lernen oder sehen. Also es ist empfehlenswert, man muss nicht den ganzen Thomas von Aquin lesen. Ja, der hat wirklich sehr viel geschrieben. Er hat zeitweise gleichzeitig 4 Sekretären diktiert. Also er hat geschrieben, heißt er hat andere schreiben lassen, weil wer gar nicht nachkommen. Er hat diktiert da den Satz dem, den Satz dem, den Satz den, also 4 Schriften gleichzeitig parallel. Das muss man mal zusammenbringen. Multitasking hat er schon locker beherrscht damals. Das ist nicht eine Erfindung unserer Zeit, aber damals konnten es halt noch ganz wenige. Und er war so ein Meister. Und trotzdem sagt er dann am Ende seines Lebens, als das geistige Auge aufgeht, das ist alles trockenes Stroh. Was ist das gegen dieses Erleben?
Aber es ist eben das Erleben, das er trotzdem mit der Gedankenklarheit dann verbinden konnte. Bitte. Das Material, was man anzünden kann. Ja, ja, genau, genau, genau. Ja, es ist das Material, das man anzünden kann, sodass es auch ein zündender Funke wird in uns. Dass es eben Kraft wird. Also nicht Intellekt im Sinne von, ach, ich habe so viel studiert, ich weiß die Formel auswendig, die Formel, die und ich kenne die Rechenmethode und die, das, das ist gut, wenn ich das mitbringe, aber jetzt verbrennt es und nimm nur die Kraft mit davon. Und du kannst in dem Moment, wo du jetzt das geistige Erlebnis bekommst, klar die Zusammenhänge schauen. Keine Spekulation mehr dabei, sondern du siehst, eins hängt mit 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und so weiter zusammen. Ganz klar. Das sehe ich auf einen Schlag. Das ist das Ziel halt irgendwo. Ist schon klar, dass wir so im Allgemeinen dort noch nicht sind. Wir sind als ganze Menschheit noch nicht dort und es sind ganz wenige, die das können und es überhaupt dann in so einem breiten Bogen entfalten zu können, dazu gehört sehr viel. Wobei interessanterweise es viel leichter ist, die großen Zusammenhänge zu überschauen, als dann die ganz kleinen, im ganz konkreten. Hier vor Erden, da sitzt jetzt ein Mensch vor mir, der zum Beispiel, ich bin Arzt oder was. Was ist mit dem konkret los? Ich kann die großen Zusammenhänge, wie ein Krankheitsgeschehen wirkt, wie die verschiedenen kosmischen Konstellationen auf die Organe wirken und dergleichen, wie der Jahreslauf wirkt, wie der Zeitrhythmus wirkt auf verschiedene Dinge, das kann ich im Allgemeinen relativ bald durchschauen oder schauen die Zusammenhänge. Aber wenn ich jetzt den Einzelfall betrachte, wird es noch viel, viel komplizierter. Also da gehört dann eben wirklich die Fähigkeit dazu, den großen Makrokosmos ganz konkret mit dem gegebenen Mikrokosmos des Menschen, der mein Patient ist, zu schauen. Das erfordert viel und daher liegt in Form der Geisteswissenschaft nur eine riesige Aufgabe vor uns. Ich meine, Rudolf Steiner hat wahnsinnig viel gegeben und es ist trotzdem erst ein kleiner Anfang. Weil wenn Geisteswissenschaft etwas werden soll, und das soll es werden und das kann es werden, aber wir müssen halt jetzt langsam Gas geben, weil sonst müssen wir wieder warten. Es gibt auch immer so einen gewissen Rhythmus drinnen. Es gibt Zeiten, wo es sehr günstig ist, das herauszubringen, obwohl es vielleicht äußerlich gar nicht so ausschaut, aber wo geistig die Kräfte da sind. Zum Beispiel jetzt, heute. In unserer Zeit, in unserer unmittelbaren Gegenwart. Also gerade in der Umbruchszeit, die jetzt begonnen hat, die eingeläutet wurde, so irgendwie so kräftig einmal ein bisschen klingelt hat schon vorher, aber so deutlich jetzt in die letzten 2, 3 Jahre. Also äußerlich halt mit der Corona-Krise in Verbindung auch. Das sind alles nicht so Zufälligkeiten. Es hängt auch damit zusammen, dass die Menschheit jetzt gefordert ist, kann sie diesen Schritt gehen oder nicht. Es wird uns zugleich auch wieder eine Gelegenheit geboten. Und man sieht aber, wie da die Widersacher auch mitwirken, weil natürlich bei dem ganzen Geschehen sind die Widersacherkräfte auch höchst aktiv. Und die fordern die geistige Kraft heraus. Und nur wenn sie herausgefordert ist, dann kann sie wachsen. Dann kann sie wachsen. Und wir stehen jetzt in einer hoffentlich wirklich Wachstumsperiode drinnen. Weil wenn wir es jetzt wieder verschlafen, wird es wieder eine ganz schöne Weile dauern, also bis wieder ein Impuls möglich ist, so ein großer. Einzelne können immer zu jeder Zeit was machen, aber dass es ein breiterer Impuls ist, da sind wir jetzt also unheimlich gefordert. Ja, das ist das Wichtige. Und was auch noch jetzt bezüglich dieser Mysteriendramen-Texte ich erwähnen will, was auch da
gesagt wird, auch die Maria sagt es drinnen, eine Leidenschaft der Widersachermächte ist, dem Menschen Widersprüche vor Augen zu führen und sie zu verstricken in Widersprüche. Das kann der Ahriman sehr gut, er erklärt uns logisch sozusagen irgendwas und dann kommt er von einer anderen Seite und erklärt uns logisch, dass das Gegenteil davon wahr ist. Und er hätte irgendwo die Lösung vielleicht dahinter, nämlich die Lösung, dass beides eigentlich eine Irreführung ist in den meisten Fällen oder dass er irgendwas nicht gesagt hat, was wichtig ist, um das beides zusammenschauen zu können. Weil warum entstehen oft die großen Gegensätze? Weil die Dinge von verschiedenen Seiten angesehen sind und eine andere Perspektive sieht es von einer anderen Seite an. Und da kommen gewisse Dinge gar nicht vor, die beim anderen vorkommen und umgekehrt. Und erst wenn ich das durchschaue, kann ich es richtig zusammensetzen und sozusagen die größere Wahrheit erkennen. Sonst ist es eben nur eine Teilwahrheit. Und wir haben halt immer nur Teilwahrheiten, vor allem dann, wenn es uns der Ahriman gibt. Bei der Imagination, wenn wir in das hineinkommen, da gehen wir herum in der Welt. Da gehen wir eigentlich geistig, machen wir die ganze Runde oder zumindest einen großen Teil der Runde und können es von verschiedenen Perspektiven sehen. Kann man dann vielleicht nicht an einem Abend oder in einem Vortrag oder in einem Buch alles aussprechen, aber man erlebt es zumindest und entscheidet sich dann bewusst, ich schilder es jetzt mal von der Seite. Und habe aber dann die Beweglichkeit, das auch von einer anderen Seite schildern zu können. Aber der Ahriman macht im Gedanklichen immer das, dass er uns dann irgendwo auch vor logische Widersprüche stellt. Und dort kämpfen wir dann damit. Aber es gibt eben auch Denker, die das erkennen und dass das ein Grundprinzip der Welt ist. Wenn man so eben auf diese ahrimanische Art denkt, müssen manche Dinge als Widerspruch erscheinen, die mit der Logik nicht zu lösen sind, sondern wo ich darüber hinausgehen muss. Ist auch interessant, dass das ja in unserem Jahrhundert ja geradezu bewiesen wurde. Also ich denke nur in der Mathematik an den Satz von Gödel. Die Wahrheit selbst, also die Mathematik selbst lässt sich mit mathematischen Mitteln nicht widerspruchsfrei beweisen. Also dass das ganze mathematische System richtig ist, lässt sich mit den mathematischen Denkmitteln nicht beweisen. Das ist der sogenannte Unvollständigkeitssatz. Also jedes Gödel drückt es also so ganz abstrakt natürlich dann aus, also jedes symbolische System oder jedes formale System lässt mit gewissen Grundaxiomen lässt sich mit den Mitteln dieses Systems selbst nicht beweisen, dass es insgesamt gültig ist. Also es bleibt immer unvollständig. Ich kann einzelne mathematische Sätze innerhalb des Systems beweisen, aber dass das ganze System richtig ist, geht nicht. Geht mit dem ahrimanischen Denken nicht. Bis da hinein geht es. Da muss ich mich auf eine höhere Ebene heben. Und wenn ich das tue, dann ist der Ahriman geschlagen. Dann ist es genau dort. Dann sieht er, wie etwas Schöpferisches hineinkommt. Und das steckt überall dahinter. Und daher eben auch jetzt, aber wirklich in der Wissenschaft, der Zweifel an der Berechenbarkeit. Gerade in dem Zeitalter, wo immer mehr berechnet wird, sind führende Wissenschaftler jetzt da, die sagen, ja, aber damit komme ich nicht bis zum Ende. Ich kann viel berechnen, aber nicht alles. Und das ist sogar ein wesentlicher Zug der Natur. Also das heißt, wenn es so weiterläuft in die Richtung, werden wir kommen zu einer Naturwissenschaft, die erstens einmal zusammenschauen muss, Mikrokosmos und Makrokosmos, und sehen muss, wie in dem Zusammentreffen aber schöpferische Freiheit drinnen ist. Gerade wie sie sich verbinden, wie der Mikrokosmos Mensch etwas mit seinem Ich aus dem Makrokosmos an Kräften holt, aber in unvorhersehbarer Weise individualisiert.
Das ist nicht berechenbar von niemand. Das ist da, wenn der Mensch es tut, wenn er in seiner individuellen Art sich in den Makrokosmos einklingt, dann ist es da und dann ist es in der geistigen Welt da, aber dann ist es eben nicht errechnet aus dem, was in der Vergangenheit war, sondern es ist ein völlig neuer Einschlag drinnen. Und das wird Bestandteil werden der Naturwissenschaft, wenn alles gut läuft. Und dann wird das der Weg sein, den schöpferischen Ich-Impuls bzw. den Christus-Impuls zu erkennen dabei in den Naturwissenschaften. Und so unglaublich es vielleicht heute noch steht, aber die neue Geistigkeit wird also eher von Naturwissenschaftlern kommen, als Leuten, die von irgendwie aus der alten Mystik kommen und auf dem ewig weiterarbeiten wollen. Die werden die Wirklichkeit, die aktuelle geistige Wirklichkeit, also dass die Impulse nämlich die in die Zukunft führen, viel weniger gut erkennen können. Und die anderen, die offen sind, werden mit der Zeit auch offen sein für die Inspirationen, die hereinkommen, beziehungsweise, dass sie so etwas überhaupt in Erwägung ziehen, ist schon ein Zeichen drinnen. Und ist also hochinteressant. Ich lese gerade ein Buch, also es ist, er ist mittlerweile, glaube ich, schon über 80. Ja, er kommt. Danke für den Einwurf, er kommt, keine Sorge, er kommt. Aber sehr zu empfehlen, er spricht nämlich davon, dass die Naturwissenschaften das Heilige wieder in die Welt bringen müssen. Und wenn sie nicht ein Heiliges drinnen finden in dem, und das sieht er in der Kreativität, die überall in der Natur zu finden ist, wenn das nicht ist, wird sie einfach keinen Fortschritt erzielen. Das heißt, es geht über das Berechenbare hinaus in Wahrheit. Das ist ein Ansatz in die richtige Richtung. Also solche Gedanken sind da. Die sind durchaus inspiriert. Und was eben jetzt auch mit verbunden ist, mit dem, aber das heißt auch noch was anderes. Wir müssen also durchgehen durch dieses Reich Ahrimans, und zwar Ahrimans wirklich im allerweitesten Sinne, was also heißt bis zu den Asuras hinunter, bis zu den soratischen Wesenheiten. Das ist das Gebot der Stunde. Aus dieser Begegnung mit dem Abgrund erwacht die Fähigkeit, oder holen wir uns die Fähigkeit, wenn wir das umschmieden zum Geistesschwert, sozusagen aus diesen Kräften uns das Schwert schmieden, mit dem wir die ganzen Widersacher besiegen können. Aber dazu müssen wir sozusagen ihr Handwerkszeug verstehen, Intus haben, können. Das ist ganz wichtig. Also sich daran vorbeizuschleichen, hilft uns überhaupt nicht. Da kann noch so viel vom Gemüt her da sein und Gefühl sein, wie die Welt doch schöner wäre oder schöner zu machen wäre, aber ich muss es zu dieser Klarheit bringen. Und das heißt also hinuntersteigen in die Hölle mit Dante bis in den tiefsten Grund und hinaufzusteigen über den Läuterungsberg, sich dort zu läutern, in dem Sinne, wie ich es jetzt auch schon ein paar Mal erwähnt habe, dieses wirklich verdorbenes Seelisches ins Nichts aufzulösen und aus dem Nichts heraus neu zu gestalten. Und dazu auch noch gleich eine Anmerkung, weil auch ein paar Anfragen dazu kamen oder Dinge, ich habe noch nie erklärt, wie funktioniert das eigentlich. Und das hat auch einen guten Grund, weil das nicht so einfach zu erklären ist. Und ich denke, wir brauchen noch einige Vorbereitung darauf. Wie ist dieses Schaffen aus dem Nichts nicht nur zu verstehen, sondern wie ist es zu tun? Wie kann man es erüben?
es zu tun. Ich meine, in einer gewissen Weise, nur als Hinweis, wo immer man künstlerisch tätig ist und dabei ganz mit wachem Bewusstsein dabei ist, mit dem ganz klaren Bewusstsein, von dem wir jetzt gesprochen haben, das wir Avemann verdanken, und trotzdem nicht aus dem Kopf unsere Kunst hervorbringen, sondern unmittelbar aus dem Tun hervorbringen. Der schöpferische Wille lebt im Tun. Was ich das letzte Mal geschildert habe, ich nehme den Lehmbatzen, den Tonbatzen und fange zu formen an. Und es ist keine Form noch drinnen vorgebildet, sondern, und ich weiß auch vorher noch nicht, wie sie ausschauen wird, sondern ich fange an zu bilden. Und dann im Bilden kommt der Impuls herein, den ich aus dem Makrokosmos hereinhole, ihn individualisiere, indem man durch mich durchgeht und einpräge diesem Lehmbatzen. Also das ist jetzt vielleicht ein anschauliches Beispiel dafür, aber diese kreativ-künstlerische Tätigkeit können wir überall im Leben üben, zum Beispiel in der Begegnung mit anderen Menschen, in der Art, wie ich mit ihm umgehe. Bin ich einfach bei allen gleich so, wie ich bin? Ich bin halt so. Ich bin halt so, wie ich bin. Ja, schon. Aber ich bin nicht ich, wenn ich nicht in jedem Moment ein Neuer werde, der in jeder neuen Situation sich selbst, wie soll ich sagen, wieder neu schafft. Also das heißt nicht standardmäßig, wie immer reagiere ich da, aha, ja, das ist, der ziehe ich ihm eh schon an, den kann ich nicht leiden. Solche Visagen kenne ich zur Genüge. Sondern wenn ich in völliger Offenheit, Unbefangenheit herangehe, den Menschen begegne, selbst wenn ich schon 10-mal negative Erlebnisse mit solchen Menschen gehabt habe, dann kann ich vorsichtig sein vielleicht, wachsam sein, das kann gut sein und trotzdem zugleich völlig unbefangen. Das ist eine Kunst. Aber dann kreiere ich ein völlig neues Seelisches in Wahrheit. In der Beziehung mit diesem anderen Menschen, die da entsteht, die vielleicht für ein paar Minuten da ist, für Sekunden, vielleicht ist es nur ein Blick. Was da ist, überall dort kann ich schöpferisch tätig sein. Wo ich aus meinem gewohnten Gleis herauskomme und einfach ein neues lege. Oder vielleicht gar kein Gleis mehr brauche, sondern einfach eine ganz neue Bahn beschreite. Mit jeder Begegnung ist es möglich. Und sei es nur durch einen Blickkontakt, sei es durch ein paar Worte, die man wechselt, dort überall ist es möglich. Es geht nur darum, sich das, was dabei sich abspielt, mehr und mehr ins Bewusstsein zu heben. Und welche kreative Möglichkeit man dabei hat. Und dann ist damit verbunden in dieser Begegnung ein sich selbst im Grunde in jedem Moment, in jeder Begegnung neu zu erschaffen und trotzdem in Wahrheit immer mehr man selbst zu werden. Das ist das Interessante. Also das heißt, wir erschaffen uns selbst so immer mehr und mehr in die Richtung hin, dass wir unserem eigentlichen Ich, unserem wirklichen Ich immer gerechter werden. Und das geht in solchen Dingen. Aber ich werde das in künftigen Vorträgen, der liebe Gott weiß allein, also ich weiß zumindest bewusst noch nicht, wie viele es werden wir ja sehen, wie viel wir brauchen, aber ich werde darauf noch sehr intensiv sicher eingehen. Und gerade was dann betrifft die Vorbereitung auf das neue Jerusalem, da wird es ein zentrales Thema auch sein. Aber jetzt heißt es einmal hinunter. Hinunter in die Hölle, in die dunkelste Hölle, das heißt in die größte geistige Finsternis hineinzugehen, in die Geistverlassenheit, also wo wir von allen guten Geistern verlassen sind und das Einzige, was ist, die puren Widersacherkräfte zu schauen. Letztlich im Zentrum der Hölle, in der tiefsten Ebene der Hölle zu sehen, das Böse schlechthin, wenn man so will, oder die Quelle des Bösen zu schauen, also eben auch letztlich diese Auseinandersetzung dann mit den soratischen Kräften. Dante nennt sie nicht speziell, er spricht von Luzifer, teilweise von Satan, der halt da unten sitzt, aber
Also diese genaue Unterscheidung, da kannte er noch nicht, aber wir können das heute auseinanderhalten und wir können heute vor allem eben auch sehen, dass es letztlich um die Begegnung mit den sarmatischen Kräften geht und dass es heißt, wir gehen, ja, wie soll ich das jetzt sagen, aber jetzt im übertragenen Sinn gemeint, durch ein schwarzes Loch, durch ins Nichts hinein. Und die Frage ist, wo geht es dann hin? Biegen wir ab in das Reich der sarmatischen Kräfte oder biegen wir ab auf die andere Seite, wo wir mit einem neuen schöpferischen Impuls herauskommen? Das ist der Durchgangspunkt. Und der liegt in gewisser Weise dort unten in der Hölle. Ja, dort unten, das ist jetzt wieder ein sinnlich übersetztes Bild. Es ist der Punkt in uns, der zugleich auch der Ich-Punkt ist in Wahrheit. Und wo man immer in ganz vielen Vorträgen habe ich das oft gesagt, das Ich, eigentlich wissen wir es nur durch seine Abwesenheit, also im Sinne von, wir wissen nichts darüber. Es ist das berühmte Loch in der Wand. Es ist kohlschwarz, ich sehe gar nichts, aber ich sehe, aha, die weiße Wand hat da ein Loch. Aber was es mit dem Loch auf sich hat, merke ich nicht. Ich merke also nur eigentlich dadurch, dass ich nichts darüber sagen kann, nichts darüber weiß, fällt es mir auf. In dem Ganzen dessen, was mit meinem Bewusstsein voll ist, ist so ein Loch, aus dem eigentlich was herauskommen könnte. Aber ich habe noch keine Ahnung was. Dort kommt der schöpferische Impuls heraus. Aber da muss ich sozusagen wagen den Sprung in dieses Loch hinein. Und dann komme ich mit dem heraus. Und da muss ich alles ablegen, was ich weiß. Da muss ich meine ganzen Erfahrungen des Lebens zur Seite legen. Das heißt nicht sie auflösen und vernichten, sondern sie ganz bewusst zur Seite legen und die vollkommene Unbefangenheit haben. So unbefangen zu sein, dass ich nichts erwarte. Aber ich gehe trotzdem mit einem bestimmten Willensimpuls hinein. Eben zum Beispiel mit dem Willensimpuls, dem anderen Menschen zu begegnen und ihm etwas zu geben, was ihm dienlich sein kann. Aber ich habe null Ahnung, wie das gehen könnte. Null Ahnung. Und ich vertraue, alles loszulassen, einen Moment der absoluten Stille im Bewusstsein herzustellen. Dann gehe ich durch das schwarze Loch durch. Und dann komme ich hoffentlich auf der richtigen Seite heraus. Nicht bei den sarmatischen Wesen, die geben mir dann ein Patentrezept dafür, wie ich den einspannen kann für die sarmatischen Zwecke. Auf einem anderen Weg muss ich selber das Rezept finden. Aber ganz intuitiv, weil ich mitnehme das, was ich an dem anderen Menschen zunächst noch unbewusst erlebt habe, aber in mir jetzt zum vollen Bewusstsein bringe. Und aus dem entsteht die Handlungsmöglichkeit, der richtige Impuls. Weil ich handle dann eigentlich aus seinem Wesen heraus. Und so, dass es seinem Wesen gut tut. Und damit aber zugleich auch mir. Weil wenn ich das zusammenbringe, wächst mein Ich. Also da müssen wir durch dieses Loch durch und dann müssen wir den Läuterungsberg hinauf und langsam unsere Unarten auflösen, in dem Sinn, wie ich es angedeutet habe, aber sicher noch viel genauer später einmal erzählen werde. Und dann kommen wir hinauf, dann haben wir das alles geschafft. Wir haben jetzt unsere Unarten geläutert. Wir sind eigentlich so weit, oben in das irdische Paradies einzutreten, also in den Urzustand zu kommen, wie er vor dem Sündenfall war. Und dann lauert dort der letzte große Angriffspunkt, der allergrößte der Widersachermächte. Dort können sie uns, wenn wir jetzt sozusagen ganz geläutert da oben stehen, sind wir am verwundbarsten. In Wahrheit, am allerverwundbarsten. Aber dort beweist sich die Ich-Kraft. Dort beweist sie sich. Und wir gehen in Wahrheit halt schon seit einiger Zeit
halt unbewusst immer wieder diesen Weg durch. Nur jetzt, in unseren Tagen, ist die Zeit dazu da, sich dessen bewusst zu werden, dass man das eigentlich immer wieder tut. Wenn ich wirklich aus meinem Ich heraus aktiv werde, aus meinem wirklichen Ich heraus, gehe ich diesen Weg. Ich gehe durch die Hölle durch, ich steige auf über den Läuterungsberg und wo ich schon glaube, alles erreicht zu haben und bereit zu sein, in höhere Welten aufzusteigen und aus ihnen heraus auch die Impulse mitzunehmen, zu individualisieren, um dann in der Welt wirken zu können, dann bin ich am gefährdetsten. Das müssen wir wissen heute. Und aber anders kommen wir zum freien Ich nicht. Und so gesehen sind diese soratischen Widersachermächte bitter notwendig. Denn das gibt unserem Ich diese ganz spezielle Qualität, dass wir immer vor der Herausforderung stehen. Und von jetzt ab in die Zukunft immer mehr, weil eben jetzt auch wirklich als das freie Ich sich so langsam zu entfalten beginnt, zumindest bei der Mehrheit der Menschen. Manche sind vorausgegangen, ihr wisst, der Impuls dafür war das Mysterium von Golgatha, der Tod des Christus, mit dem zugleich seine vollkommene Inkarnation als Mensch stattgefunden hat. Er ist uns vorausgegangen und mit Einzelne sind ihm schon nachgefolgt bis zu einem gewissen Grad und es sollten immer mehr werden. Und das hat aber jetzt nichts mit einem äußeren religiösen Bekenntnis zu tun, überhaupt nichts, sondern es geht dazu, diese Seelenkraft, diese ganz individuelle Ich-Kraft in sich bewusst zu erfahren, zu erleben. Und ich eben deutlich auch unterscheiden zu lernen von unserem Ego. Weil ich, das sagen es eh alle überall. Also man könnte glauben, Ich ist eh schon so ganz dick da. Aber was Ich genannt wird, ist meistens das Ego. Das seine Berechtigung hat, keine Frage. Also ich kämpfe überhaupt nicht gegen das Ego, es geht gar nicht darum, dagegen zu kämpfen. Also wir werden jetzt aus dieser Sache auch lernen, es geht nicht so sehr darum, dagegen zu kämpfen, sondern diese Kräfte zu verwandeln. Zu verwandeln. Um das geht es. Ja, aber schauen wir uns jetzt einmal ganz konkret vom Text her an, wie das bei Dante ausschaut, dieser im Grunde hochdramatische Moment, diese Schlüsselszene am Läuterungsberg oben. Also wir sind schon fast durch 2/3 der göttlichen Komödie durch. Es ist also am Ende des Purgatorio. Also Purgatorio sind die Szenen am Läuterungsberg. Vorher war das Inferno, der Gang durch die Hölle. Dann klettern wir hinauf den Läuterungsberg. Und dann im 32. Gesang des Purgatorio. Die göttliche Komödie ist ja ganz genial gebaut. Sie hat 100 Gesänge, einen einleitenden, ganz am Anfang. Dann gibt es 33 Gesänge, die hinunterführen in die Hölle. Der erste Gesang ist Vorbereitung, ist Einleitung. Und dann haben wir 33 Gesänge Hölle, 33 Gesänge, das heißt Kapitel, um hinaufzusteigen über den Läuterungsberg. Und dann 33 Gesänge, um aufzusteigen, ja bis zur Einswerdung im Grunde oder fast Einswerdung mit dem Göttlichen schlechthin. Aufzusteigen durch den Makrokosmos und indem wir aufsteigen in den Makrokosmos bis jenseits der Sternenwelt, landen wir zuletzt dort, wo das Göttliche und das Ich eins sind. Das heißt, wir landen eigentlich in Wahrheit wieder da. Und der Dante hält es wirklich mit seinem Bewusstsein fast bis zum Ende durch. Ganz zum Schluss verschwimmt es ihm noch ein bisschen und dann ist er wieder da auf Erden. Aber der nächste Schritt, also wenn wir im höchsten Himmel sind, ist der nächste Schritt, dass wir mit unserem Ich wieder ganz bewusst auf der Erde stehen.
Das ist 1 Millimeter sozusagen. Ja, also Dante ist angelangt auf der Spitze des Läuterungsberges. Er hat erlebt, wie der Triumphzug der Kirche an ihm vorbeigezogen ist, gezogen von dem Greif, über den habe ich das letzte Mal schon gesprochen, also eine Gestalt mit Adlerkopf und Vogelleib, der aber eigentlich Menschenleib auch unten wird, der ganz besonders hier von Dante so geschildert wird, dass er fleischfarben ist. Und oben der Kopf ist ein goldener Kopf, ein goldener Adlerkopf, sozusagen ein goldener Vogelkopf. Und für Dante ist das die Imagination des Christus, in dem sich die göttliche Natur mit der menschlichen Natur vereinigt. Und zwar so vollkommen vereinigt, dass sie eins sind. Also es ist ein Wesen. Also man darf sich nicht vorstellen, da rennt jetzt ein Menschel mit Löwenbrust und Mähne und dann ein Kopf drauf, ein Adlerkopf drauf, sondern das alles bildet ein harmonisches Wesen. Und nichts könnte man davon trennen, ohne dass das Ganze verschwinden würde, sozusagen. Also es bildet eine vollkommene harmonische Einheit. Und dieser Greif zieht also den Triumphwagen, wenn man so will, der Kirche. Das ist also sozusagen das Heiligste der Kirche. Und darauf fährt herein die Beatrice, die inspirierende Seele des Dante. Also man muss auch ja sehen, dass die göttliche Komödie er deswegen schreiben konnte oder dadurch schreiben konnte, dass er in ständiger Kommunikation stand mit der Seele, mit der inspirierenden Seele seiner geliebten Beatrice, die sehr jung verstorben war. Eine ganz innige Liebe, die ihn verbunden hat mit ihr, die aber eine ganz geistige Liebe war. Man geheiratet hat sie einen anderen und Dante selbst war sogar der Trauzeuge. Und trotzdem war sie schon, solange sie noch auf Erden gelebt hat, also seit er sie in seinem 9. Lebensjahr kennengelernt hat, hat er sie verehrt mit dieser zarten, scheuen Verehrung, die ihm etwas ganz seelisch-geistiges hat, die sofort also zerstört worden wäre eigentlich, wenn jetzt etwas Sinnliches hineingekommen wäre. Womit nichts gegen die sinnliche Liebe zu sagen ist, überhaupt nicht. Aber es gibt eben Beziehungen zwischen Menschen, namentlich zwischen Mann und Frau, wo das ein ganz wichtiges Ziel sein kann, dass eben auch die sinnliche Liebe, das Erotische auch und alles, was damit zusammenhängt, auch die Sexualität eine Rolle spielt, sonst hätte man keinen Nachwuchs mehr auf Erden, um nur das allein anzudeuten. Also das ist eine ganz wichtige Aufgabe, ja, dass sich ein Paar stellen kann, einer Seele zu helfen, hereinzukommen in diese Welt. Und es gibt ja schon arimanische Fantasien, dass das auch ohne dem geht, dass das alles rein künstlich geht, in einer künstlichen Gebärmutter ausgebrütet wird. Und ansatzweise geht sowas ja heute schon, also solche Möglichkeiten werden kommen. Und es wird für die Menschheit teilweise sogar in einer ferneren Zukunft notwendig sein. Wir haben davon gesprochen, dass im 6., 7. Jahrtausend die Menschheit aus ihren eigenen Kräften heraus aussterben wird. Das heißt, es wird keine natürliche Fortpflanzung mehr möglich sein. Und es wird aber trotzdem für manche Menschen noch notwendig sein, sich zu inkarnieren auf Erden, um hier ihre geistige Entwicklung so weit zu bringen, dass sie eben auch ohne irdischer Verkörperung weiterkommen können. Und da werden solche Dinge durchaus eine Rolle spielen. Heilsame, nicht heilsame Folgen werden damit verbunden sein. Und die ersten Ansätze dazu werden viel früher kommen, als wir uns das denken. Aber ausreifen wird es halt dann zu dieser Zeit. Und dann wird es irgendwann einfach Standard sein für die Menschen, die halt überhaupt noch auf Erden sich inkarnieren. Die anderen wird man ja nicht mehr sehen mit äußeren Augen. Und das wird eine Mehrheit sein. Also wir dürfen nicht denken, dass die Menschheit, wir haben jetzt ziemlich den Höhepunkt der Menschen, die gleichzeitig auf Erden sind.
Es waren in der Vergangenheit viel mehr drüben als auf Erden verkörpert und das wird in der näheren Zukunft auch so sein. Also das heißt, die Menschheit wird wieder zurückgehen an der äußeren Zahl, nämlich die Zahl der Menschen, die gleichzeitig auf Erden leben. Ja, also dieser Triumphwagen der Kirche, darauf die Beatrice, deren Seele für Dante zugleich die Theologia ist. Im besten Sinne des Wortes Theologia, nicht im Sinne halt, jetzt wie man heute Theologie versteht, sondern wirklich Weisheit, aber Verstandesweisheit auch über die geistigen Zusammenhänge, die im Göttlichen eine Rolle spielen. Wie hängt das alles zusammen? Aber das eben bewusst in Klarheit zu erfassen. Also etwa auf die Art, eben wie St. Thomas von Aquin erfasst hat, in klaren Gedanken aus der Offenbarung genommen, aber noch nicht aus dem eigenen Erlebnis. Und Dante ist in gewisser Weise da immer einen Schritt weiter, weil er auch ja gewisse eigene Erlebnisse hat. Aber er weiß also auch, diese Gedankenklarheit gehört dazu und er weiß, diese Theologie ist dann wirkliche Theologie, wenn sie von drüben inspiriert ist. Wenn sie durch die Seele nämlich von Menschen inspiriert ist, die sich hier auf Erden damit beschäftigt haben oder so gelebt haben in diesem Sinne, in diesem christlichen Sinne und das dann mitnehmen in die geistige Welt und es von dort her jetzt damit Menschen inspirieren können, die unten sind. Das ist das Wichtige und darum ganz deutlich ist die Beatrice, als sie Dante erblickt oder Dante ihr ins Antlitz schauen darf, weil sie kommt also verhüllt in einen Schleier, sie hat ein rotes Kleid an, sie hat einen grünen Mantel an und sie hat einen weißen Schleier darüber. Diese Farben haben für Dante eine ganz große symbolische Bedeutung. Es stehen im Übrigen auch 3 Frauengestalten in Wahrheit in diesen Farben neben dem Triumphwagen. Das sind die 3 christlichen Tugenden. Glaube, Liebe, Hoffnung. Glaube, Liebe, Hoffnung. Der Glaube, die Weisheit, die damit verbunden ist, so hat man es nämlich empfunden. Glaube heißt im Gefühl, im Gemüt, klar zu wissen vom Geistigen. Ich kann es zwar weder in völlig klare Gedanken alleine fassen, ich kann es auch noch nicht hellsichtig schauen, aber dass es Wahrheit ist, das fühle ich in mir. Da gibt es keinen Zweifel. Der Zweifel tritt eigentlich erst auf, wenn ich jetzt den Glauben erläutern soll und weitergeben soll, ihn aussprechen soll. Aber wenn ich ein Glaubenserlebnis habe, so hatten das viele Menschen im Mittelalter noch, dann habe ich Gewissheit da drinnen. Nur ich kann es nicht mitteilen. Ich weiß es in mir, so ist es. Und das ist jetzt das Richtige in dem Moment. Aber mehr weiß ich schon nicht. Und daher sind diese christlichen Tugenden sehr wichtig für Dante und zugleich sind aber die alten vorchristlichen Kardinaltugenden auch sehr wichtig. Also da gehört auch die Weisheit dazu, die eben jetzt im christlichen Glaube genannt wird. Und in dem Glauben ist noch eine viel stärkere Verbindung drinnen zwischen dem wachen Element und dem mittleren Element. Beides zusammen bildet eigentlich, das ist das ganz Interessante. Es ist eine Art Herzensdenken, aber noch nicht das ganz neue Herzensdenken, das für die Zukunft kommt. Es ist ein Fühlen mit dem Herzen, das aber absolut
absolutes Wahrheitsempfinden hat. Ich meine, wie weit das dann die einzelnen Menschen wirklich so erlebt haben oder oft nur Einseitigkeiten erlebt haben, ist ein anderes Kapitel, aber vom Potenzial her ist es drinnen. Ich meine, viele, die gläubig waren, sind dann auch Fanatiker geworden, weil sie halt Einseitigkeiten nur erlebt haben und Teilwahrheiten gesehen haben. Also das heißt, aber der reine Glaube, eben wie wie ganz wenige nur haben konnten, die haben den Gesamtzusammenhang gefühlt. Aber selbst bei Thomas von Aquin, in der Art eben wie er gegen die Ungläubigen schreibt oder so, zeigt, dass er da auch noch nicht die volle Perspektive hat. Ich meine, ist klar, seine Zeit war geprägt namentlich also durch den Kampf einerseits gegen den Islam, der herandrängt, und zwar gar nicht äußerlich allein das Problem, sondern wie der intellektuell herandringt und wo die islamischen Gelehrten eben viel gelehrter waren als die christlichen Gelehrten und die ihnen alles weggefegt haben im Grunde und nur eben so Menschen wie Thomas von Aquin sicher gespürt haben, das stimmt nicht, was die sagen. Es stimmt nicht zum Beispiel, dass das Geistige in den Menschen mit der Verkörperung hineingeht und dann nach dem Tod wieder in die Allgemeinheit Allahs sozusagen übergeht. Das stimmt nicht. Das haben sie gespürt, das haben so Menschen wie Thomas von Aquin gespürt. Und die islamischen Gelehrten haben aber genau das empfunden. Der Mensch, wenn er hereinkommt, dann wird er individuell, jawohl, das Geistige lebt in ihm, aber wenn er stirbt, geht es hinaus und dieses Persönliche verliert sich im Grunde. Es geht wieder auf in Allah und dort wird es sozusagen ununterscheidbarer Teil des Ganzen. Und die christliche Ansicht ist also ganz anders. Und das ist eben durch diese christlichen Tugenden drinnen, dieses Glaube, Liebe, Hoffnung. Also die Liebe, der Glaube durch diese Weisheit, durch die weiße Farbe symbolisiert, die Liebe durch das Rot, ein intensives Rot, ein wirklich leuchtendes Rot. Diese Liebe ist ein Vulkan, im Grunde von der Kraft her, aber in keinster Weise irgendwie zerstörend, sondern belebend. Aber es ist dieselbe Kraft, die, wenn sie in falsche Hände kommt, die zerstörerischste Kraft sein kann. Daher eben auch in der Apokalypse drinnen die Ausgießung der Zornesschalen. Und das ist Ausdruck der göttlichen Liebe. Eigentlich wird die göttliche Liebe ausgegossen. Und aus dieser Liebe heraus werden alle Wesen darin unterstützt, dass alles, was an Hemmnissen da ist, dass das zerfällt, dass das sich in nichts auflöst. Und das wird natürlich für die Wesenheiten, die halt Gemischtes in sich haben, nicht nur Gutes halt in sich haben, sondern auch den Makel in sich haben, als großer Schmerz zunächst empfunden. Weil wenn sie an dem hängen, was eigentlich unvollkommen, aber sehr lustvoll vielleicht ist und ihnen das Leben angenehm macht, wenn das mit einem Schlag entrissen wird, dann empfindet man das als Schmerz und als Strafe. Aber in Wahrheit ist es die Heilung. Und diese Heilung tritt aber ein, jetzt kann man es noch konkreter sagen, nicht indem es Gott von oben wo heruntergießt, sondern er gießt es in jedes Ich. Und wenn es das Ich ergreift und individualisiert, dann geht es diesen Weg durch. Und dann entsteht darin aber der Wille, der bewusste Wille heute, diese Sachen umzuwandeln, aufzulösen, die halt der eigenen Entwicklung und der Entwicklung der Menschheit nicht förderlich sind. Und das ist wichtig und dann eben sind wichtig eben auch die 4 Kardinaltugenden, also da zählt eben auch die Weisheit dazu, da zählt dazu der Starkmut, also Mutkräfte, Willenskräfte, tatkräftig sein, ist ganz wichtig, eine der großen Tugenden der Römer, natürlich auch in einer Einseitigkeit sehr oft drinnen. Aber die Römer hatten etwas Draufgängerisches drinnen.
Und man muss nur sehen, dass dort halt die Kräfte dann ein bisschen einseitig in die Welt kommen, aber Rom hatte seine Aufgabe zweifellos in der Welt. Aber es war eine sehr kriegerische Aufgabe. Und es geht halt darum, dieselben Kräfte in anderer Weise zu verwenden. Daher Umwandlung der Marskräfte zum Beispiel. Ganz wichtige Aufgabe in der Neuzeit. Und es gibt einen großen Impuls dazu. Spielt der Buddha aus der geistigen Welt eine Rolle, spielt Christian Rosenkreuz eine Rolle dabei. Ganz große Mission, die damit verbunden ist. Aber das heißt, die ganze nur höchste vorstellbare Gewalt, die im Krieg oder sonst wo drinnen sein kann, zu einer fruchtbaren Kraft umzuschmelzen. Alles das umzuschmelzen. Und dazu muss man es kennen. Und wir kennen die tiefsten Kräfte, die schmutzigsten Kräfte noch gar nicht, die wir aber in uns tragen. Und darum müssen wir sie kennenlernen, wenn wir durch die Hölle durchgehen. Dann können wir sie umwandeln zu Liebeskräften in Wahrheit. Aber dazu brauchen wir das auch. Also wir müssen mitnehmen diesen Starkmut. Wir müssen zugleich mitnehmen die Besonnenheit, die Mäßigung. Also auch im wildesten Getümmel, in den verlockendsten Speisen, die uns umgeben, in den verführerischsten Frauen oder Männern, Jünglingen, die uns umgeben, was auch immer, ganz besonnen zu bleiben, die Besonnenheit, und auf Erden ganz wichtig die Gerechtigkeit. Das heißt auszuwägen. Gerechtigkeit in Wahrheit heißt es immer auszutarieren zwischen den Wirkungen der ganzen Widersacherkräfte. Und das geht zuletzt. Und die Gerechtigkeit ist eigentlich eine Sache der Erde. Damit kommen wir ganz auf die Erde, hängt auch wirklich mit den Wesensgliedern zusammen, die Kardinaltugenden, die Weisheit in dem Fall mit dem Ich, der Starkmut hängt mit den astralischen Kräften zusammen, mit dem Astralleib, und das heißt letztlich so viel, die Menschheit wird einmal dorthin kommen, muss dorthin kommen, die gesamten Astralkräfte, wie sie heute in allen Menschen zusammengenommen, plus dem ganzen Tierreich zusammengenommen. Also nimm Löwe, Tiger, weiß Gott was alles dazu, was da an wildesten Kräften drinnen ist, in verwandelter, gezähmter Form, aber an Kraft zur Verfügung zu haben. Und mit dem aber so besonnen umzugehen, dass sie eingesetzt werden zu den Zwecken, die das Ich bestimmt. Nämlich um die Welt zu fördern. Das wirkliche Ich kann gar nicht anders. Es will nicht anders. Aber dazu müssen wir halt alle diese Kräfte kennenlernen. Und also das ist der Starkmut, die Besonnenheit dann unten, das hängt mit dem Ätherleib zusammen, das also in lebensfördernde Kräfte umzuwandeln, und schließlich Gerechtigkeit, Umwandlung bis ins Physische hinein. Gerechtigkeit. Recht, da ist der rechte Winkel drinnen. Das ist der rechte Winkel, den wir im Kreuz auch drinnen haben. Man kann durchaus sagen, das Kreuz ist auch ein Symbol für diese Gerechtigkeit. Und die Gerechtigkeit, ja, besteht sozusagen darin, dass ich mich kreuzigen lasse, in dem Sinne, dass ich mit meinem Geistigen ganz auf die Erde heruntersteige und bereit bin, mich ganz damit zu verbinden, ohne aber das Geistige zu verlieren. Aber auch ohne immer in den Wolken zu schweben oben, sondern zu wissen, meine Aufgabe ist, das Geistige herunterzutragen, um hier eine neue Ordnung auf der Welt aus dem Nichts zu schaffen in gewisser Weise. Also schöpferisch die Erde so weiter zu entwickeln, dass eben diese Gerechtigkeit herrscht. Dieser Ausgleich aller Kräfte. Und zwar auf ganz individuelle Weise. Jeder Mensch auf ganz individuelle Weise, und dadurch wird die Erde als Ganzes auf individuelle Weise bekommen. Das nur so als Hinweis, als Einleitung dazu, was alles da ist. Also
das sind diese 7 Tugenden jetzt, also 3 christliche Tugenden, 4 Kardinaltugenden, die neben dem Triumphwagen einhergehen. Die christlichen Tugenden haben dieselben Farben, die auch die Beatrice trägt, also der weiße Schleier, das rote Kleid und der grüne Umhang. Das ist also ganz, ganz essentiell dabei. Und sie lüftet dann endlich ihren Schleier und Dante darf sie endlich erblicken und das Erste, was passiert, ist, dass er völlig zur Schnecke gemacht wird. Also, dass sie ihm einfach vorwirft, was er alles falsch gemacht hat und wo er letztlich nur mehr mit einem zaghaften Ja antworten kann, ich habe nichts mehr dazu zu sagen, so ist es, wie du es sagst. Also du hast unsere ganze, die ganze Liebe zwischen uns verraten im Grunde, du bist eben auf Abwege gekommen, er hat sich eben auch ganz in die sinnliche Welt verstrickt, in allen möglichen Dingen, auch liebesmäßig, aber auch indem er halt in die irdische Welt sich mit sehr viel Emotion eingemischt hat und so. Und das alles hält sie ihm vor. Das alles muss weg sozusagen. Das kannst du nicht brauchen, sonst kommst du nicht zu dieser reinen Liebe. Aber er hat sich ja geläutert, aber zum Schluss muss es doch eben noch einmal sich zu Bewusstsein bringen und knallhart wirklich, er ist so klein mit Hut, wenn die Beatrice ihn anspricht darauf. Und nachdem er durch diese letzte Erschütterung durchgegangen ist, nachdem er schon den Läuterungsberg bewältigt hat, dann durchgegangen ist durch die letzte große Feuerwand. Die Feuerwand trennt die Spitze des Läuterungsberges, wo das Paradiso ist, also nicht das Paradiso, das irdische Paradies ist, muss er noch durch eine Feuerwand durch und Dante zaudert bis zum geht nicht mehr, hat eine höllische Angst gerade dazu durchzugehen durch diese Flammenwand und seine Begleiter, der Dichter Vergil und der römische Dichter Statius, den sie am Läuterungsberg kennengelernt haben, die sagen ihm, na, du verbrennst ja nicht wirklich körperlich, ja, aber seelisch muss er durch diesen Moment. Er muss den Mut aufbringen, durch dieses Feuer durchzugehen. Und dann erst hat er die Vorbereitung, dass er noch jetzt von der Beatrice alles ganz klar in Gedanken gesagt kriegt, was er falsch gemacht hat. Und wenn er dann nur mehr ergeben sagt, ja, so ist es, dann darf er aus der Lethe trinken, aus dem Trunk des Vergessens. Ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Einweihung. Du musst alle Erinnerung an das Irdische, an das Sinnliche, auch an deine Verfehlungen ablegen. Sie werden nicht ausgelöscht deswegen, aber du vergisst sie. Also du kannst nicht ins geistige Erlebnis kommen mit mir, heute habe ich schon so einen Blödsinn gemacht. Fürchterlicher Kerl. Nein, ich gehe ins Geistige. Na, das ist sowas, was du gemacht hast. Nein, geh hinauf. Nein, du musst es ablegen können. Und daher auch immer ganz wichtig bei der Tagesrückschau oder überhaupt der Rückschau auf das Leben, eine der wichtigsten Übungen, eine Rückschau ohne Reue. Reue heißt nämlich, ach, hätte ich das doch anders gemacht damals, dann hätte ich mir manches erspart, dann wäre ich schon weiter. Den Gedanken ist für die geistige Entwicklung überhaupt nicht brauchbar, sondern ich muss eigentlich in innerster Geistesruhe erkennen können und muss aushalten können, dass ich noch sehr, sehr unvollkommen bin. Und meine Aufgabe besteht nur darin, zu sagen, gut, was gehst du als nächstes an? An was arbeitest du als nächstes? Aber nicht sich zu bekreuzigen, oder wie es im Mittelalter oft gemacht hat, dass sich die Mönche oder was gegeißelt haben und sich noch Schmerzen zugefügt haben, um zu bereuen und zu bereuen, das sündige Fleisch zu schlagen. Wir sind nicht dazu da, das sündige Fleisch zu schlagen, sondern wir sind dazu da, es zu verwandeln. Und wir werden nicht geistiger, wenn wir sozusagen das Fleisch züchtigen, sondern
Wir sollen es verwandeln. Dann geht der Weg Richtung Auferstehung hin, letztlich einmal. Dass das in einer Übergangszeit wohl irgendwie notwendig war, mag sein, aber jetzt muss es anders gehen. Also bitte, wenn es was ansteht, und wir stellen täglich irgendwas an, manchmal kleineres, manchmal größeres, klarer, bewusster Rückblick darauf, es ja nicht verdrängen irgendwo, aber Rückschau ohne Reue. Reue heißt immer, ach, wäre ich doch ein besserer Mensch gewesen. War ich eben nicht. Muss ich zur Kenntnis nehmen. Aber es heißt sehr wohl, wie kann ich es gut machen? Was kann ich tun, um einen Ausgleich zu schaffen dafür? Das sehr wohl. Aber eben nicht, das ist nämlich in Wahrheit bei dieser Reue, also gerade auch wie sie im Mittelalter oft gepflegt wurde, ist oft so auch so eine gewisse Wollust, sich Schmerzen zuzufügen, weil ich halt schlecht war. Aber eigentlich ist es so ein Zwischending, ist nämlich ganz interessant, zwischen Schmerz und unheimlicher Lust. Und da haben wir die Widersacher. Doppelt, doppelt. Der Avemann geißelt uns und der Luzifer, wie toll bin ich doch, dass ich das mir antue. Na, wir müssen es also da in dem Fall mit viel mehr Besonnenheit angehen. Gut, also er darf aus der Lethe trinken, der Dante, und dann krabbelt er also heraus wieder aus der Lethe, also kommt heraus. Beatrice ist eh noch da, sie fragt ihn am Schluss, Beatrice ist im Moment nicht da, sondern sie ist ein bisschen weitergezogen mit ihren sieben Tugenden, hat sie sich woanders zurückgezogen. Der Triumphwagen ist mittlerweile auch weitergefahren. Er wurde angebunden am Baum der Erkenntnis, und dieser Baum der Erkenntnis blüht auf. Und dann erhebt sich der Christus, also der Greif mit dem ganzen Gefolge, in die himmlischen Höhen, also sprich in die Welt des Paradiso hinauf. Und der Wagen bleibt unten. Beatrice mit den 7 Tugenden ist irgendwo abseits. Und er wird dann am Ende, ganz am Ende, noch, also nach der Szene, die ich jetzt dann vorlesen werde, wird er sogar angesprochen einmal von der Beatrice, weil er so naiv eigentlich spricht ja, aber er hat ja alle seine Sünden vergessen, er weiß von gar nichts mehr. Also sie spricht ihn irgendwie an, hat ihn alles vergessen, was ich da vorher gesagt habe. Ja, eigentlich ist das alles weg. Also er hat sich gar nichts gemerkt davon. Er ist offen geworden für die geistige Welt. Und nachdem er aber jetzt schon aus der Lethe getrunken hat, kommt jetzt also dieses gewaltige Erlebnis, dass dieser Wagen, der angebunden ist an den Baum der Erkenntnis, dass da von unten, erstens einmal stürzt sich ein Adler drauf, von unten kommt der Drache und alles Mögliche, also er wird komplett zerstört. Und dann von Unkraut im Grunde überwuchert irgendwo. Und das möchte ich euch vorlesen. Also es beginnt damit erstens, dass er, nachdem er jetzt alleine aus der Lethe da herausgegangen ist, jetzt hat er endlich den Wagen dort gefunden, der angebunden ist. Das hat ihn ganz fasziniert, wie alle, die herumstanden, Adam, Adam, Adam gesprochen haben, weil mit dem Baum der Erkenntnis hängt ja der Sündenfall und das zusammen. Und so hat er direkt übersehen, dass die Beatrice sich entfernt hat. Und da fange ich jetzt an. Und er fragt jetzt Geistern, muss man ja sagen, die noch da sind, also Menschenseelen, die da sind. Sag, wo ist Beatrice? Rief ich bange. Dort, unterm frischen Laub, war er erwidern, also der hat ihr angesprochen. Du siehst sie sitzen auf dem Wurzelstrange. Die Frauen sich in ihr Gefolge gliedern, die anderen sind zum Himmel aufgebrochen im Sog des Greifs mit wunderholden
Gliedern. Also die anderen alle sind aufgebrochen mit dem Greif Richtung Himmel bereits. Beatrice mit den Tugenden ist noch da geblieben. Und ob sie weiterhin zu mir gesprochen, ich weiß es nicht. Ich konnte nichts erfassen als jenen Glanz, der mir ins Auge gestochen. Alleine sitzt sie dort, um aufzupassen, damit sie sich als Wächterin erweise des Wagens, den das Tier zurückgelassen. Der Greif ist gemeint damit, aber eigentlich ist es kein Tier, ganz und gar nicht. Es fügen sich um sie zu einem Kreise die 7 Nymphen, welche in den Händen die Leuchten halten, die kein Sturm entreißt. Die halten also geistiges Licht. Alle, jede auf ihre Art, jede der 7 Tugenden. Man könnte das mit den 7 Wesensgliedern zusammenbringen. Ganz klar, dass die christlichen Tugenden die höheren 7 sind. Die unteren haben wir ja schon besprochen, wie das zusammenhängt, also mit physischem Leib, Ätherleib, Astralleib, Ich. Und dann kämen da oben das Geist selbst, der Lebensgeist, damit ist die Kraft der Liebe verbunden und dann der Geist des Menschen. Und für uns jetzt ist es das Ziel, also einerseits der Heilige Geist lebt in den Lebensgeist drinnen, also da sind wir schon ein bisschen dort oben, doch viele Menschen haben das ein bisschen schon. Und das nächste Ziel ist dann diese Christuskraft in uns bewusst zu erleben und sie sich in gewisser Weise zu eigen zu machen. Das heißt auch die Kraft des Lebens, nicht nur die Seelenkraft, sondern auch die Kraft des Lebens bewusst zu führen. Um das geht es eigentlich. Aber das ist schon eine sehr hohe Stufe und wir können während der Erdentwicklung nur einen kleinen Teil davon haben. Aber das ist auch zugleich die Kraft der Liebe. Liebe in der Weise, dass Liebe lebensspendend wird oder in Wahrheit ist. Liebe ist eine lebensspendende Kraft. Und das sollte uns bewusst sein, dass tatsächlich, wenn wir einem Menschen wirklich in Liebe begegnen und dieser geistige Anteil dabei ist, dann ist das für den anderen eine lebensspendende Kraft. Wir geben ihm, wir senden ihm in gewisser Weise Lebenskräfte, Ätherkräfte, Heilungskräfte und das noch dazu in einer solchen Art, dass sie für ihn, ja, wie soll ich sagen, verdaulich sind, annehmbar sind, nämlich so, dass er sie sich zu eigen machen kann, zu etwas Eigenem. Das heißt, wir geben eine Kraft, die seine Lebenskräfte anregt, sodass sie reicher werden. Das ist es, was die Liebe geben kann. Das ist die große Christuskraft einmal jetzt. Das ist das, wo wir von Christus als dem Heiland sprechen. Das ist diese Liebe, die heilt. In allen Bereichen. Ja, also es fügten sich um sie, also um Beatrice jetzt, um sie zu einem Kreise die 7 Nymphen, welche in den Händen die Leuchten halten, die kein Sturm entreiße. Dein Waldbewohner-Dasein wird bald enden, dein Waldbewohner-Dasein. Naja, der Dante, die ganze göttliche Komödie beginnt ja: Ich stand in unseres Lebens Mitte, verirrt in einem dunklen Wald alleine. So fängt es an. Das heißt, das ist dieser dunkle Wald, dort fängt es schon an, in den Bereich hinzuleiten zur Unterwelt. Es ist also damit gemeint, diese ganzen Lebenskräfte, die auch in den Pflanzen und den Bäumen sind dort aber ganz verdunkelt irgendwo. Und jetzt erst, wo er am Läuterungsberg ganz oben ist, jetzt endlich kann er dieses Waldbewohner-Dasein ablegen. Aber noch ist es nicht ganz so weit, weil es passiert jetzt ja gleich etwas.
Dein Waldbewohner-Dasein wird bald enden, denn Bürger sollst in jenem Rom du werden, wo Christum wir verehren als Regenten. Das ist nicht das äußere Rom gemeint, sondern da ist Rom als der Mittelpunkt der geistigen Welt geradezu gemeint, in der der Christus als Regent sitzt. Also das heißt, in Wahrheit dieses Rom lebt aber auch in jedem Menschen Ich drinnen. Das ist hier gemeint. Rom gebraucht er halt, weil schon Dante natürlich sehr stark erlebt hat, die Tugenden auch seines römischen oder zu seiner Zeit schon italienischen Volkes. Aber das Ganze seine Wurzeln aus dem Römertum gefunden hat. Und was hat das Römertum ganz stark drinnen? Die Empfindungsseele. Aber die Empfindungsseele auf eine Art gebracht, wie sie jetzt für unsere Zeit, für das anbrechende neue Bewusstseinsseelenzeitalter da ist. Also das heißt, die große Aufgabe des italienischen Volkes war und ist, und Dante hat dazu mit seinen Dichtungen einen großen Beitrag geliefert, die Empfindungsseele auf die Höhe des Bewusstseinsseelenzeitalters zu heben. Empfindungsseele wurde so wirklich einmal ausgebildet, der Keim gab es schon früher, aber ausgebildet wurde es in der ägyptischen Zeit. Und das in richtiger Weise die Empfindungsseele so weit hinzubringen, dass jetzt alles das, was in Empfindung drinnen ist, einmal ganz bewusst auch werden kann, ganz ich-bewusst werden kann. Das ist die Aufgabe des italienischen Volkes. Die sind jedenfalls sehr prädestiniert dafür, mit auch Spanier irgendwo und also namentlich die südlichen Völker haben da eine große Aufgabe dabei. Also das heißt, und Dante wusste um diese Aufgabe und er hatte auch diese ganze Emotionalität, die auch mit der Empfindungsseele verbunden ist drinnen. Aber in dem Wissen, die gehört kultiviert, ganz bewusst gepflegt. Ich kann sie nicht mehr so nehmen, wie sie einfach ist, sondern ich muss aus ihr etwas machen. Und dann wird ja gerade was sehr, sehr Hohes aus der Empfindungsseele. Die Empfindungsseele verwandelt sich zur Intuitionsseele, indem ich mit meinem Empfinden der Welt ein so starkes Mitempfinden bekomme mit der Welt, dass ich ganz in sie eintauche. Und dann komme ich zur Fähigkeit der Intuition, zur höchsten Erkenntnisart. In Wahrheit. Dazu brauche ich diese Kräfte. Das heißt, das geht noch weit in die Zukunft hinein. Wir ringen jetzt gerade darum, dass wir ein bisschen Imagination vielleicht kriegen. Und die Imagination ist die Wendung oder Verwandlung der Bewusstseinsseele ins Geistige. Also dorthin, das Jetzige. Scheinbar ist die Empfindungsseele was viel Niedereres, aber es wird was Höheres daraus. Also wenn sich die Empfindungsseele zur Intuitionsseele verwandelt, ist es die höchste Erkenntniskraft, die klarste. Dann stehen wir mittendrin in dem anderen Wesen und wir kennen es in jeder seiner Fasern. Und das mit allen Wesen, denen wir begegnen. Und das in der Inspiration dann zusammenschauen können. Und nicht nur zusammenschauen können, sondern ja, mitzuspielen dabei, dass alle diese Wesen, wie soll ich sagen, miteinander richtig seelisch musizieren. Das heißt, im Einklang miteinander stehen. Wie ich vorher gesprochen habe, ich erkenne in der Inspiration, wie alles zusammenhängt, dann erkenne ich auch, wo was vielleicht noch nicht so gut zusammenhängt, wie es eigentlich hängen könnte. Und wie kann ich etwas tun, um da noch mehr Harmonie hineinzubringen, Zusammenklang hineinzubringen. Also Inspiration in der Fortsetzung ist auch die Aufforderung, nicht nur die Zusammenhänge, die es gibt, zu erkennen, sondern neue Qualitäten da zu schaffen, neue Zusammenhänge zu schaffen und den alten Zusammenhängen eine neue Nuance zu geben, sodass es insgesamt noch etwas Harmonischeres wird. Das steckt drinnen. Gut,
Dein Waldbewohner-Dasein wird bald enden, den Bürger sollst in jenem Rom du werden, wo Christum wir verehren als Regenten. Zum Wohl der Welt in Sünde und Beschwerde ergreif des Wagens Bild, um zu berichten, was du erschaut, wenn du zurück auf Erden. So, Beatrice, ihr mich zu verpflichten, bereit in tiefgeneigter Herzensneigung, erstrebt ich alles aufmerksam zu sichten. Nie schoss in derart rasender Bewegung ein Blitz aus Regenwolken, welcher schickte den höchsten Schichten kälteklamme Prägung, wie man den Vogel Jupiters erblickte, zum Baume stoßen, dessen Rinde nagen, wobei er Blüten und auch Blätter knickte. Also ist sicher im Zuhören jetzt ein bisschen schwer verständlich, der Text. Wir haben es bei unserer Aufführung auch ein bisschen gekürzt, weil da zeigen wir das einfach, was ich da jetzt in Worten beschreibe. Also es stürzt der Vogel Jupiters, der Adler Roms herunter. Aber jetzt nicht dieses geistigen Roms, sondern des irdischen Roms, des machtvollen Roms, das sich in kriegerischen Taten, in Intrigen und so weiter verstrickt hat. Dieser Adler der äußeren Macht. Das andere Rom ist die Macht des Ich über sich selbst. Es ist dasselbe Prinzip, aber angewendet auf sich selbst, volle Macht über sich selbst zu haben. Das alte, das äußere Rom, der schwarze Adler Roms, oder selbst wenn er ein goldener Adler ist, war er trotzdem ein schwarzer Adler, seinem Inneren nach, dann ist es das äußere Machtprinzip. Andere Völker beherrschen, andere Menschen beherrschen, ihnen strenge Regeln geben, strenge äußere Ordnung zu geben, hatte seine Aufgabe in der Vergangenheit. Und jetzt kommt etwas anderes. Aber dieser Adler, der Vogel Jupiters, also der Vogel Zeus als inspirierender, der Blitzeschleuderer, dessen Vogel stürzt also jetzt herab auf den Wagen. Und zunächst einmal ist er mitten durch den Baum durch, also ein mächtiger Adler, der jetzt die Äste knickt, dieses Baumes der Erkenntnis, der gerade so schön erblüht ist. Und er fängt an, schon den Baum zu zerstören. Also die Äste knicken, die Blätter fallen, sogar die Rinde nagt da an. Also das, was das Festeste, das Stabilste sein soll. Mit aller seiner Kraft riss er am Wagen, dass dieser wie von Sturm bewegter Welle ein Schifflein hilflos hin und her geschlagen. Also so heftig attackiert er diesen Triumphwagen der Kirche, dass der hin und her geschleudert wird. Also in völliger Ekstase, möchte ich sagen, astralischer Kräfte, von dem wird er ergriffen. Naja, die Kräfte der Empfindungsseele, wenn sie halt nicht geleitet sind, wenn sie nicht zu vollem Bewusstsein erwacht sind, wenn sie nicht Intuitionsseele, nicht einmal ansatzweise geworden sind, sondern wenn sie Ausdruck des Ego geworden sind. Also dann, man stelle sich die schlimmste Rage eines Menschen vor, die schlimmste Rage der gefährlichsten Tiere vor, das alles zusammengenommen und das zerrt jetzt an den Wagen und schleudert ihn hin und her. Dann merkte ich, dass diese Wagenzelle ein Fuchs beschlich. Begierig um sich spähend nach bester Speise, schmeichelnd seinem Felle. Na, der Fuchs ist ja oft auch in den Märchen ein Bild für die Schlauheit, aber für die Verstandesschlauheit. Also er schaut auf seinen Vorteil vor allem auch. Wo kann ich am besten meine Beute kriegen, wie kann ich sie am besten erjagen? Also dieses Verstandesdenken, von dem Dante auch empfunden hat, dass sich das zu seiner Zeit schon beginnt, in die Theologie einzuschleichen. Und dass die Theologie, also das heißt in der Kirche, auch als Machtinstrument missbraucht wird. Na, und vorher auch schon, in Wahrheit. Habe ich, glaube ich, schon ein paar Mal auch erzählt, also viele theologische Entscheidungen waren Machtentscheidungen. Da ging es um die Macht.
Und theologische Satzung, die dann in aller Ewigkeit in der Kirche festgeschrieben wurde, entstand daraus, dass sich eine oder die andere Seite durchgesetzt hat. Manchmal steckt dahinter wirklich ein richtiger geistiger Impuls sogar, aber es waren Machtkämpfe, aus denen das hervorgegangen sind. Und dann die scholastische Diskussion, das Streitgespräch, die Disputation ist halt die ein bisschen mildere Variante davon, ein Streitgespräch. Aber in der Intuition habe ich zum Beispiel dann kein Streitgespräch mehr. Wenn ich wirklich intuitiv oder schon in der Inspiration die Zusammenhänge erkenne, habe ich kein inneres Streitgespräch mehr. Ich muss nicht mehr sagen, na, ist es jetzt so oder ist es so, sondern ich sehe, wie es ist. Also der Fuchs kommt jetzt hinein, also dieser füchsische Verstand, wenn man so will. Doch meine Herrin, seine Laster schmähend, verscheuchte ihn, und seine dürren Glieder entwichen schleunigst ihrem Zorn entgehend. Also den kann man nur relativ leicht verjagen, diesen Ding. Aber dann stürzte wiederum der Aar hernieder zum Wagen aus den hohen Wolkenschwaden und ließ gar viele Federn vom Gefieder. Als wär ein Herz von Trauer überladen, hört ich vom Himmel eine Stimme sprechen: Mein Schifflein, deine Fracht ist all dein Schaden. Also dieser Triumphwagen der Kirche, das Kirchengebäude überhaupt, was sie eigentlich transportieren sollte, sozusagen die geistige Lehre, das wirklich Christliche, nimmt gewaltig Schaden. Das heißt also, die äußere Kirche, die Kirchenlehre, auch die Theologie, das ist ja alles nur, entschuldigt, ich muss einen Schluck trinken. Ist ja nur ein Werkzeug, um einerseits einmal auf erster Stufe wie im Mittelalter zu diesem wirklich innigen Glauben zu kommen, auf der einen Seite heute zum klaren Bewusstsein zu kommen. Aber das ist jenseits der Theologie. Die Theologie ist nur eine Krücke dazu. Und auch vieles, was sich sonst eben abspielt in der Organisation der Kirche, ist eine Krücke, um dorthin zu kommen. Aber wenn ja der Inhalt zerstört wird, dann die Krücke alleine nützt nichts mehr. Dann wird sie ein totes Gebäude, ein toter Wagen, ein zerstörter Wagen eigentlich. So, mein Schifflein, deine Fracht ist all dein Schaden. Also die geistige Lehre, die Geistigkeit selber hat Schaden genommen. Und wenn sie Schaden genommen hat, wenn das schon einmal angefangen hat, die ersten Flecken da sind, dann geht es erst aber richtig los. Jetzt schien die Erde plötzlich aufzubrechen und unter beiden Rädern drang ein Drache hervor, mit seinem Schwanze zuzustechen. Also aus dem unteren Bereich jetzt. Das sind die Kräfte, die von unten kommen. Der Adler hat, obwohl er so doch ein gewaltiges, mächtiges Vieh ist, aber es hat auch was ganz starkes Luziferisches da drinnen, trotzdem. Das lebt in diesem Mut, in dem Egoismus, das Ego durchsetzen, in dem waren die Römer ganz stark. Aber da ist also auch was stark Luziferisches auch drinnen. Natürlich hat es auch was Arimanisches drinnen, in dem ganzen Kriegerischen. Aber die Triebkraft ist eben die Empfindungsseele. In der Empfindungsseele blüht der Luzifer auf, wenn er die ergreifen kann. Und im Römischen ging es also ganz stark über den Weg auch. So, also der Drache sticht mit seinem Schwanz zu, also der Schwanz ist ziemlich kräftig und spitzig irgendwie. Und so wie Wespen nach vollbrachter Rache am Stachel blutge Beutestücke fliehen, verhält er sich, dass er davon sich mache. Also wie die Wespen fliehen, wenn sie am Stachel dann endlich blutige Fetzen haben von dort, wo sie hineingestochen haben, so verschwindet jetzt auch der Drache, nachdem er
den Wagen zerstört hat, Reste davon sogar mitgezogen haben. Und die Reste schienen sich zu überziehen, wie Unkraut überwuchernd Wiesenhänge, vielleicht aus reiner Absicht so gediehen, mit frischem Pflaume, die Räder, das Gestänge, die Deichsel in so kurzer Zeit bedeckend, wie eines ausgestoßenen Seufzers Länge. Also es geht ruckzuck, wird das Ganze, aha, es kommt schon wieder so ein Gewucher und jetzt wieder Wald. Also solche Gewächse sind das. Das sind sicher also das sind keine Paradiesesgewächse. Es sind keine Paradiesesgewächse. Das sind erinnert an das Waldbewohner-Dasein, an den dunklen Wald, an den Dante ganz am Anfang reingegangen ist. Jetzt oben plötzlich um den Baum der Erkenntnis, wo der Wagen, der Triumphwagen angebunden war, dort fängt alles jetzt an überwuchert zu werden von den ganz unteren Gewächsen, von den Auswüchsen sozusagen, die allerirdischste Welt bringen kann. Das wächst, das hat der Drache bewirkt jetzt. Das heilige Fahrzeug, also mich erschreckend, jetzt geht's gleich los, Triebhäupter aus wie Masken Bösgesinnter. 3 vorn und 4 sich aus den Kanten erweckend. Also 7 Häupter, 7 Häupter. Also nicht nur das Tier mit den 7 Häuptern und den 10 Hörnern taucht auf, sondern der Wagen selber wird praktisch zu diesem Wesen, wird selbst zu diesem Wesen mit 7 Häuptern und Nachsatz 10 Hörnern. Die kommen sofort, also trieb das heilige Fahrzeug, also mich erschreckend, trieb Häupter aus wie Masken Bösgesinnter. 3 vorne und 4 sich aus den Kanten reckend. Die ersten trugen Hörner wie die Rinder, die anderen 4 Einhorn auf ihrer Stirne. Wenn Sie es zusammenzählt, kommen wir auf die 10 Hörner insgesamt. Also das heißt, die ganze Kirche im Sinne an Bewegung oder gilt aber für jede geistige Strömung, kann das gelten, für jede. Sie wird selber zu dem Tier mit den 7 Hörnern, mit den 7 Häuptern und den 10 Hörnern. Jeder geistigen Bewegung droht das. Die sind am gefährdetsten. Die sind am gefährdetsten. Das haben wir die letzten Male immer wieder gesprochen. Es braucht uns trotzdem nicht schrecken. Es wird uns am gefährlichsten, weil wir die Einzigen sind, die dem Paroli bieten können. So weise ist es trotzdem noch austariert. Weil eben sich die von unten natürlich, die Widersacher, auf die lohnendste Beute stürzen, aber die weisen Mächte oder die Logik sagt es einmal, aber die verstehen die unten offensichtlich nicht, diese Logik. Es sind aber auch zugleich die stärksten Kräfte haben, um sich ihnen zu widersetzen. Also die einen sagen, das ist die Beute, die muss ich erlangen, und oben sind die geistig Strebenden, die die größten Kräfte haben, denen Paroli zu bieten, sie teilweise zu verwandeln, zu erlösen sogar und die soratischen Kräfte zurückzuschleudern. Das können nur die. Aber das ist zugleich für die unten die einzige oder die größte Beute, die sie haben könnten. Und das ist so interessant, dass sie aber nicht das durchblicken können, dass das auch die sind, die ihrer Aufgabe, die sie sich setzen, am gefährlichsten werden kann. Das verstehen sie nicht, weil sie das Ich des Menschen nicht verstehen und die Freiheit des Menschen nicht verstehen. Und darum denken sie immer, die müssen doch zu kriegen sein da oben. Und wenn wir nur Schritt für Schritt den geistigen Weg gehen, wie klein die Schritte auch immer sind, und wenn es alle paar Tage ein kleines Schritterl ist in einem Blickkontakt mit einem Menschen, wo das so halbbewusst wenigstens passiert, dass es nicht so einfach gewohnheitsmäßig ist, sondern wo ich wirklich mich für einen Augenblick gebe dem anderen und den anderen annehme
in dem einen Blick, dann habe ich schon einen Schritt gemacht. Die Gelegenheit ist überall da. Es geht nur darum, sich sowas zu Bewusstsein zu bringen. Wie schaue ich einen anderen Menschen an? Wie nehme ich seinen Blick auf? Dann wird man das manchmal ja merken, dass ein Austausch da ist. Und wo es ein Geben und ein Nehmen ist, wechselseitig. Und das sind eigentlich die größten Taten, die wir vollbringen. Solche, diese scheinbar kleinen sind die größten. Die ganz groß erscheinenden, dass ich jetzt ein Marmorkunstwerk aufstelle, ist Hilfe, Lernweg, um dorthin zu kommen. Die Menschheit braucht es, an dem es zu lernen, und sie wird erzogen daran. Aber was wirklich es dann ausmacht, sind nicht die Steine, die herumstehen, sondern die Kraft, die wir rege machen und die dann einsetzt in der kleinsten Kleinigkeit des Alltages. Dort wird die Schlacht eigentlich geschlagen, die wirkliche, gegen diese Ungeheuer da. Ja, mich ängstigt jedes Ungeheuer minder, also gegenüber diesem Tier. Also es ist so schrecklich wie kein anderes Ungeheuer, das er sich vorstellen kann. Was entsteht daraus, wenn eine geistige Bewegung, eine geistige Institution, eine Gemeinschaft geistig strebender Menschen sich für die Widersacher öffnen, ohne es vielleicht selbst zu bemerken. Das erscheint ihm beängstigender als jedes Ungeheuer, das er sich sonst vorstellen kann. Da öffnet sich der Weg wirklich in den Abgrund hinein. Da ist dann immer die Gefahr, dass wirklich Menschen abstürzen in die soratische Welt. Auch wenn es jetzt noch nicht endgültig ist, aber da werden kräftige Impulse dazu weitergegeben. Wie eine Burg am Felsen unter Firne sah ich mit frechen Augen, offenen Brüsten, dort sitzen eine ausgelassene Dirne. Also das heißt astralische Kräfte im ganz egoistisch-irdisch bezogenen Sinne. Das ist einmal wichtig. Also alle Seelenkräfte werden jetzt gestimmt auf: diene deiner eigenen Lust, deinem eigenen Vergnügen, benutze das höchste Geistige, dass es dir einfach toll geht. Dass du Macht gewinnst und weiß Gott was alles. Dafür ist diese Dirne, also die Hure Babylon eigentlich, wie sie eben in der Apokalypse genannt wird, das Bild. Also für ein völlig verdorbenes, astralisches, seelisches, aber eben wirklich astralisches im weitesten Sinne bis letztlich zu den tiefsten Kräften hinunter. Also die Hure Babylon ist so ein Bild dafür, dass sie also einfach in ihrem Astralischen durch und durch verdorben ist, in dem Sinn, dass sie also geistige Kräfte hinunterführt in das Reich der Widersacher, in das Reich der soratischen Mächte. Und das mit größter Begierde und Lust. Also wie eine Burg am Felsen und am Firne sah ich mit frechen Augen, offenen Brüsten dort sitzen eine ausgelassene Dirne. Als ob sie seine Arme schützen müsste, bemerkte ich ihr zur Seite einen Riesen und auch, wie sich die beiden heftig küssten. Also ob ihn seine Arme schützt, also sie hängt an seinem Hals. Da ist jetzt der Riese. Das sind die geistigen Kräfte, die von unten kommen. Das sind die arimanischen Kräfte, die asurischen Kräfte, die soratischen Kräfte, die dieses Seelische eben auch umarmen und Unzucht treiben damit. Also das heißt, Unzucht treiben heißt es in ihr Reich hineinbringen. Als ihre Blicke mir die Gunst erwiesen, also sie schaut auch zum Dante hin. Klar, sie spüren jetzt, da ist ein Eingeweihter, da ist einer, der soll doch auch kommen. Als ihre Blicke mir die Gunst erwiesen, der
gebrachte Unhold sie erfasste, das Peitschenhiebe sie bereuen ließen. Also ganz interessant, die eine lockt, das Seelische lockt und die dunklen Kräfte der Riese, der lässt es aber gar nicht zu, er peitscht sie. Also sie kommen jetzt selber in einen Widerstreit. Allein dadurch, dass diese reine Seele oder gereinigte, weitgehend gereinigte Seele des Dante da ist und diese Hure mit ihm Blickkontakt aufnimmt, aber er innerlich das komplett zurückweist. Und was bewirkt es? Es bewirkt, dass die Widersacherkräfte eigentlich gegeneinander wüten in gewisser Weise. Wobei man nicht weiß, ist das lustvoll oder ist das Ding, jedenfalls schadet es beiden. Das ist also die gute Botschaft wieder dabei. Mit dem Peitschen fängt es an, das kann ja im äußeren Sinn sehr lustvoll sein, wie man weiß, aber letztlich führt es bergab. Also und damit erweisen sie sich selber hinab und den, worauf er voller Ingrimm derart raste, dass er den wunden Wagen losgerissen und in den Wald zog, weshalb ich verpasste, noch mehr von diesem Schandgespann zu wissen. Also irgendwo verlieren sie sich jetzt in den Wald, ziehen sie sich zurück, aber wohlgemerkt, es ist der Paradieseswald oben, aber dort wüten sie jetzt herum irgendwo, diese Kräfte. Sie lauern dort. Ich meine, es ist jetzt, wir sind spät heute, verzeiht mir, aber es ist einfach ein äußeres Bild, das in Wahrheit aber innerlich und von der Situation her noch viel dramatischer ist, das ist das eine, aber es gibt eben das menschliche Ich und das kann sich das Schwert schmieden, um genau mit diesen Kräften fertig zu werden. Und nur wir können diese Kräfte aus dem Garten Eden, aus dem irdischen Paradies, das heißt eigentlich aus der Sphäre, von wo aus der Aufstieg dann in die wirklich höheren Welten möglich ist, nur wir können das mit unserem Ich-Schwert bekämpfen. Wenn wir es nicht schaffen, dann wird diese Weltentwicklung, die eben von den rechten geistigen Wesenheiten angestrebt wurde, aber in aller Offenheit eben, um uns die Freiheit zu geben, dann wird diese Entwicklung scheitern oder würde scheitern. Also wir sind die Einzigen, die es machen können in Verbindung mit dem Christus. Das heißt mit der ganzen Trinität letztlich, die dahinter steht. Aber das Göttlich-Geistige kann das nur bekämpfen durch das menschliche Ich und mit dem menschlichen Ich. Aber wir können das. Dazu sind wir da, dazu wurden wir so geschaffen, dazu wurde uns der Weg gegeben, dass wir uns selbst aus Freiheit weiter schaffen können und damit eben auch letztlich solchen Widersacherkräften, wie es die soratischen Wesenheiten sind, sie zwar nicht erlösen, aber ihnen zumindest die Tür weisen können. Das heißt, sie aus unserer kosmischen Entwicklung hinauszuwerfen. Sie haben auch mit eine Aufgabe erfüllt, sie haben sich zwar selber aufgedrängt, aber die Gottheit hat sie hereingenommen und hat eigentlich dadurch auch so richtig die Möglichkeit bekommen, den Menschen zur Freiheit zu führen, denn dort ist die Wurzel davon. Also man könnte sagen, die Gottheit hat diese Gelegenheit genützt, aber wohl wissend, dass diese soratischen Wesenheiten einen ganz anderen Weg gehen und dass sie nicht integriert werden können, also in diesem Sinne nicht erlöst werden können, im Sinne unserer Entwicklung. Es ist eine wirklich damit verbundene Weichenstellung. Ab einem gewissen Zeitpunkt, wir wissen, Zahl 666, also sechster kosmischer Entwicklungszustand und so weiter, dort werden die Weichen endgültig gestellt. Und das ist unvermeidlich, dass die Weichen gestellt werden. Aber offen ist
welches Gleis wir nehmen. Und in unserem Ich können wir die Weisheit und die Kraft entwickeln und wir werden sie entwickeln und ich hoffe, viele Menschen werden sie entwickeln, um das richtige Gleis zu erwischen. In diesem Sinne, danke für heute, fürs lange Zuhören, für den großen Überzug. Aber die göttliche Komödie ist lang und sie braucht eine Einleitung. Bis zum nächsten Mal. Was das du bist. Herzlichen Dank, vor allem auch bei den vielen lieben Menschen, die im Livestream dabei sind. Ich verabschiede mich für heute und freue mich aufs nächste Mal. Herzliche Grüße an euch alle. Herzlichen Dank. Danke. So, wir sind entre nous. Gute Nacht. Gute Nacht, meine Lieben. Gute Nacht. Ich wünsche euch wirklich, schlaft gut und träumt von all den Kräften, die in euch liegen, um mit dem allen fertig zu werden. Um das geht's. Gut. So. Wie komme ich da jetzt raus? So. Ciao.